Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Runde Witcher. Haben wir ewig nicht mehr gespielt, so 14 Tage, glaube ich, jetzt. Oh. Ich habe auch keine Ahnung mehr, was wir zuletzt gemacht haben, aber ich glaube, wir werden das raus. Und Jonk, vielen Dank für den Log. Also werden wir rausfinden, wenn es dann irgendwann geladen ist. Gods be bum-poked. You must hang on, milady. Oh. Stay with me a bit longer, Oh. Lady Daphne. Vergangenheitsluzi hat uns genau vor einer Quest stehen lassen. Einerseits nett von ihm, weil wissen wir direkt, was wir eigentlich tun wollen. You must hang on, milady. Aber muss das unbedingt die Quest sein? Stay with me a bit longer, Na Lady gut. Daphne. You, Jacob? Heel, Mohort. Down. Who asks? A witcher. Saw your notice. Hold up. A witcher, you say? Like in Luis Herrera's Tales and Fables. Luckier than a green bleeding leprechaun I am. See, not a soul around believes this tree is Daphne, the cursed lady of legend. But you could lift the curse. Bit too old to believe in bedtime stories, aren't you? Want your chops busted, Witcher? How old I am, that is none of your poking concern. Fair point. Not my business what you believe, either. Ha! I'm content we see eye to eye. So what makes you think there's a girl cursed inside the tree? Well, I came out with my dog, Moholt, to cut her down. Axe in hand, a broad swing I took. The edge burrowed deep in her trunk, and bum botch me if blood didn't spurt forth. My jaw dropped in the dirt. But right then I knew. Every jot of it in the tale of Daphne, Gareth, and the Witch of Lynxcrag. Don't tell me. From Herrera's Tales and Fables. You porking bet. Second edition. Amended in octavo. I know those tales by heart. My nan read them to put me to sleep. Guess she read it cover to cover, colophon included. Klar, ein blutender Baum und eine Geschichte, die genau das erzählt. Okay. Got me curious, gotta admit. You really think the old tales are true? Taking the weepy, are you? Do you think me balmy? No, it's just these are dark, grim times. No room for knights pure of heart or happily ever afters. So I don't often run into folk like you. Yes, true, the times are crud pie. But I see this as all the more reason to remember the tales. My gran would say, if you know not what to do, think to the chessboard knight and noble Alondra, and the path they would choose. She schooled me so thorough in it, I could not do otherwise even if I wished to. Let me take a look at the tree. Careful now. Careful, nachdem du eine Axt richtig mit Schwung reingekloppt hast. Nie ist richtig. Jetzt mal nicht schubsen. Swear I hear sobs in the rustling leaves. Actually does bleed. Looks like human blood too. And the bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Blood seeped from the direction of the tree, judging by the shape of the stain. Logger was making good time. Strange, though. Willow's isolated. No other trees near it.
And did you look at the tree close? Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so? My help doesn't come free, you know. You speak to a lowly woodcutter. No stench of coin about me. Ja, macht dir nichts, aber bezahlen kannst du trotzdem. Agreed. I will pay as soon as the young mate is free. Willing to help, but first I gotta figure out where to start. No need. I know it all. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hand, Gareth was to face the Witch of Link's Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token of her favor. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here day upon day, night upon night, trying to spy him. Till she sprouted roots and turned into a tree? Wonder why. I will fecking tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Link's Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales to refer to. And good luck, Witcher. Okay. Und vielleicht solltest du keine weiteren Äxte in ihren Rücken kloppen, wenn sie in die Richtung guckt. War das nämlich genau ein Schlag in den Rücken. Also, lass das. Nur so ein Vorschlag. Laufen, du sollst, Geralt. Laufen. Boah. The fuck, Grafik. Some free advice, Witchman. If you've no reason to live, live to spite others. Irgendwie schliert die Grafik heute. Ich weiß noch nicht warum. Ja, Navi, wir hätten auch nicht einfach den Weg nehmen können, richtig? Richtig. Einen schönen Breitling. Herzlich willkommen. Als erster. A hut. The witches. Naja, woran erkennt man, dass das ein Hexen... Naja. Es hängt ein Schädel an der Wand. Könnte auch ein Jäger sein. Und hier stehen Gartenutensilien. Es muss definitiv eine Hexe... Mit Sicherheit. Sayuri 8 Derb. Selbst der Bot kann den Namen aussprechen. Nein, 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 nein. Breitling, vielen Dank für das Verlängern deines Vertrages mit dem Teufel in den 29. Monat. Krasser Scheiß. Hut looks inhabited. No sign of the dweller, though. Guess I'll look around. Hey, ein neues Herbemittelrezept. Weil wir unsere Rüstung so viel färben. War
Smells inconclusive. No idea what ingredients are in there. Liber Ivonis. Conclave of Mages banned this tome. Dann kam ich an einen Ort namens Pnattal in einer Welt, die Shagai genannt wird. Der Verstand eines Menschen kann dieses Land nicht verstehen, wo einem nicht geometrische Formen und schreckliche Farben ungewohnt ins Auge springen. In dem Moment, als ich ankam, war ich am Rand des Wahnsinns. Ich stieß einen stummen Schrei aus und schwitzte Blut, als 2 Sonnen über meinem Kopf aufgingen. Ich fiel auf die Knie und betete zu irgendwem mit Z. Nicht um Erlösung, sondern um einen schnellen Tod. Und dann kamen sie. Und das ist jetzt so böse, dass man es verbieten musste? Zur Transplantation von Körpern. Transplantation von Körpern ist eine der schwierigsten Aufgaben, die ein Magier vollbringen kann. Tatsächlich ist es nur den wahren Meistern auf dem Gebiet je gelungen und selbst sie haben nur eine der Formen perfektioniert. Die Schwierigkeit entsteht in den psychophysischen Einschränkungen, da sich der Magier nur in ein Tier verwandeln kann, das er genauestens kennt. Ein bekanntes Beispiel ist hier Ulf Schwarzbart, der jahrelang mit einem Bären in einer Höhle lebt, um die Lebensessenz des Tieres in sich aufzunehmen. Bones ground into dust. A wall of spell enhancements, or trophies. Arrow, broken in half. No doubt to bring bad luck to the archer. Branch of a grapevine. Could be to ensure a good harvest, or a bad one. Doll looks like an accessory for casting curses. Silk kerchief, monogrammed DF. Could use it to break the curse if it's Daphne's. None but feral cats stray in here most oft, yet it seems I've guessed from afar at that. What do you seek in my home? Already found it. You do not aim to lift the curse from the trigger, do you? What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales? Did your Nan not tell them to you? Even I, the Witch of Lynx Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. The Lady's Knight. You ever make it here? Sagarath. Yes. He came to sway me, but had a quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. A tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. Ich kann den Fluch selbst brechen. Würdest du bitte oder brich sonst? Ja, brich sonst. Wird sie nö sagen. Dann hauen wir auf die Fresse und dann müssen wir es doch so machen. I'll handle the curse myself, without your help. Go right ahead. I wish you luck. Letting me go, just like that? I could not have devised a better ending for this little tale. Our visit is done. Adieu. For never shall we meet again. Das war zu einfach. Da hätte ich mit mehr Gegenwehr gerechnet.
Mit deutlich mehr Gegenwehr. Ich würde mal fast vermuten, die nette Katze, die da reinkam, war der Ritter. Wenn sie sich schon in Körperumformungsmagie versucht hat. Beziehungsweise die studiert hat. So? You met the witch. You must have. What did you learn? That witch? She's not near as bad as folks say. Made me bow and scrape, sure. But I know some sorceresses witchier than her. Joyous bleeding news, but what about Daphne? Daphne's kerchief. We'll use it to lift the curse. But we gotta start at the right time. When the hour comes, I'll light 4 fires for the 4 winds. Then begin the ritual. Fires? Then I shall be of use to you after all. Seems you need wood. Much of it. Chop as much as you can. I'll see to the rest. Und das weiß er jetzt vorher? I've chopped and stacked the wood. What now? My turn. Gotta light fires and talk to the woman enchanted in the tree. No idea how this'll turn out, so just in case, stand at a distance. And if you see me draw my sword, run. Yeah. Und gehe möglichst da weg, wo ich Look your last to the world's 4 winds. From the south, not a word. From the east, no cry is heard. From the north, silent sighs. From the west, peer hollow eyes. Cease your vigil, dead he lies. Hear me, you who hide beneath this bark. Recall today who you really are. Behold a kerchief, proof of your love for another. Run! Ich dachte vielleicht ein bisschen Typen mit. Ja, es sah auch kurz so aus. Falsch. Zauber. Falsches Zeichen. Und meine Rüstung ist irgendwie ein bisschen angeknackscht. Dann könntest du mal aufhören, Skelette zu spawnen. Das ist nicht nett. Hallo, ich häng fest. Lassen Sie das. Das wollte ich. Nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Wow. Ja gut. Das lief jetzt, ja. Anders. Damn it, got it wrong. Run! Ja, Geralt, wenn ich Tasten drücke, dann tu irgendwas, was diese Tasten sagen. Und steh nicht dumm in der Gegend rum. Jetzt gehen wir erstmal ins Inventar.
Fast wie geplant. Ja, bis auf den Sterben-Aspekt. Der war nicht ganz eingeplant. Ja, klar. Hallo, dürfte ich vielleicht irgendwie mitmachen? Nicht? Okay, ich bin tot. Man sagt, dass der Fall gut war. Das ist richtig. Und ich bin tot. Okay. Man geht einfach über den Weg, dann kann man sich in Ruhe einmal kurz heilen, bevor man wieder in den Kampf geht. Dann platzen die Skelette. Das ist ja total nett von dir. Gut, mal machen wir ein Zeichen unter uns. Dann kommt sie an. Und dann filetieren wir sie zu Ende. Weiß nicht, was da so schwer. Fucking fairy flaps! What the demon happened there? My fault. Went about lifting the curse the wrong way. More like tore than freed her from her prison. Shock was too much. Released all the rage and pain that was in her. Blimey, man. I suppose that's what I get for hiring a bungler. At least the lady's pain is done. She'll suffer no more in the tree. Now take your coin and go. Hat Geralt den Fuscher genannt? Nein, eigentlich hat er Geralt den Fuscher genannt. War ja nicht meine Entscheidung, dass wir den Flug so brechen. Na, das ist der Baum, nochmal der Baum. Außer natürlich, wir kommen... So, natürlich, wir kommen nochmal... Ja, wir müssten wahrscheinlich die Hexe bitten, den Fluch zu lösen. Das heißt, wir müssten vor dem Besuch bei der Hexe zurückspringen. Das will ich irgendwie nicht auf mir sitzen lassen. Das geht mit Sicherheit schön. Wir können es zumindest versuchen, ob es schön geht. Sprich mit Jacob. Verdammt, das war schon zu spät. Das ist schon auf dem Rückweg. Das heißt, wir müssen den nehmen. Okay, das sind dann halt auch einfach mal kurz 20 Minuten. Naja, egal. Wir haben ja Zeit. Oder so. Stay with me a bit. Untersuche den Baum. Ja. Swear I hear sobs in the rustling leaves. Actually does bleed. Looks like human blood too. And the bark resembles hypertrophic scars in places. Medallions humming like crazy. Intense magic at work here. Blood seeped from the direction of the tree, judging by the shape of the stain. Und jetzt den untersuchen. Ja, das können wir auch einsammeln, aber das wollte ich Making untersuchen. good time. Strange though. Willow's isolated. No other trees near it. So. Und was ist aus seinem Buch? And? Did you look at the tree close? Actually does bleed. Pretty incredible. Looks wondrous. Did I not say so? My help doesn't come free, you know. You speak Ja, aber die 112 hattest du eben, die hast du jetzt auch wieder. lower. You must go lower. Willing I am to pay, but I've not near that much. Was? Die 112 hat er uns eben gezahlt. Jetzt will er sie uns nicht zahlen. Ich glaube ja wohl, ich spinne. Lower. You must go lower.
Willing I am to pay, but I've not near that much. Agreed. I will pay as soon as the young mate is free. Einen schönen Abend, Schoko. Herzlich willkommen. Willing to help, but first I gotta figure out where to start. No need. I know it all. Miss Daphne and Sir Gareth shared a terrible and fearsome love for each other. Yet to prove himself worthy of her hint, Gareth was to face the Witch of Lynx Crag. Before Sir Gareth set off for the hill, Miss Daphne gave him her kerchief, a token of her favor. Let me guess, he never returned. He did not. She stood here day upon day, night upon night, trying to spy him. Till she sprouted roots and turned into a tree? Wonder why. I will fecking tell you why. To await the moment when Gareth returns, kerchief in hand. That is the power of love. The power of longing. So you must scale Lynx Crag. Search there for a means to free Daphne. I will give you my book of tales to refer to. And good luck, Witcher. Vielleicht sollte ich das Ding wirklich lesen. Weil ich meine, es war eben als Quest-Item markiert. Vielleicht sollte ich dann tatsächlich mal reingucken. Was ist das für ein Emote? Wieso werde ich hier angestarrt? Du Schande. Na, obwohl, geht. Das sah eben schlimmer aus mit dem Scrollbar an der anderen Seite. Ritter Gareth und Fräulein Daphne liebten einander so sehr, dass es schmerzte. Um die Zustimmung seines zukünftigen Schwiegervaters zu erlangen, musste Gareth 7 Herausforderungen bestehen. Die 7. war die schwerste. Gareth musste zum Luchsfelsen die Hexe finden, die dort wohnte, und sie überreden, die Dürre zu beenden, die das ganze Land plagte. Daphne und alle flehten ihn an, der Hexe mit Demut zu begegnen, denn die Hexe vom Luchsfelsen war boshaft und eigenwillig. Selbst für eine Hexe. Und lediglich wahre Demut konnte ihr eisiges Herz erweichen. Gareth aber wollte das Knie nicht von einer Hexe beugen. Stattdessen wollte er sie zwingen, den Fluch aufzuheben. Niemand weiß, was beim Luchsfelsen geschehen ist. Aber Gareth kehrte nie wieder zu seinen Liebsten zurück. Daphne stand auf dem Hügel und hielt Tag und Nacht Ausschau nach ihm. Schließlich verwandelte sie sich in einen Baum, damit sie die Rückkehr ihres Ritters erleben könne. So groß war ihre Sehnsucht und ihre Liebe. Jeder, der den Baum mit einer Axt verletzte, sah Blut aus der Wunde sickern. Nach und nach mieden die Menschen diesen Ort und Daphne konnte in Ruhe auf Gareth warten. Im Laufe der Zeit geriet sie bei allen in Vergessenheit. Okay, vielleicht sollten wir also diesmal die Hexe einfach bitten. Können wir kurz über die Animation des Wolfs da eben, also seines Hunds, reden? Punkt 1 war das ein sehr kurzer Loop und Punkt 2 sah dir seltsam aus. So hechelt doch kein Hund. I dreamt I was a wolf. Ja. Cool. Schön für dich. Not attacking. Doesn't mean it's not a threat, though. Ob das wohl Sir Gareth ist? Ich würde fast mal ja vermuten. A hut. The witches. Erstmal plündern. In der Hoffnung, dass sie mir das nicht auch übel nimmt. Das wäre doof. Aber ich glaube nicht. Hut looks inhabited. No sign of the dweller, though. Warm. Guess I'll look around. Smells inconclusive. No idea what ingredients are in there.
Weiß auch nicht, aber sie braucht auf jeden Fall neue Zutaten. Liber Ivonis. Conclave of mages banned this town to dust. Bemerken zur richtigen Verabreichung von On the Schafgarbe. use of yarrow stems. Interesting. Schafgarbe wird hauptsächlich zu medizinischen Zwecken genutzt. Wie bereits oben erwähnt, heilen die Blätter dieses Krauts, wenn sie auf den Körper gelegt werden, alle möglichen Arten von Verletzungen. Unten und Schmerzen. Die aus dem Sud entstehende Tinktur ist gut gegen gewöhnliche Erkältungen, Koliken und Appetitlosigkeit. Zusätzlich zu den Heileigenschaften können die Stiele der Schafgarbe zum Wahrsagen benutzt werden. Diese Art der Weissagung mag vielleicht seltsam erscheinen, ist in Wahrheit aber einfach und effektiv. Man kann sich wirklich auf die Frage konzentrieren und erhält eine sowohl genaue als auch befriedigende Antwort. Okay. Nein, ich will nicht die Kerze ausmachen. Wormwood. Sulfur. Wort. Scents fresh. A wall of spell enhancements. Or trophies. Arrow. Broken in half. No doubt to bring bad luck to the archer. Branch of a grapevine. Could be to ensure a good harvest, or a bad one. Doll looks like an accessory for casting curses. Silk kerchief, monogrammed DF. Could use it to break the curse if it's Daphne's. None but feral cats stray in here most oft. Yet it seems I've a guest from afar at that. What do you seek in my home? Already found it. You do not aim to lift the curse from the tree girl, do you? What if I do? Then you had best know you waste your time. The old tales? Did your Nan not tell them to you? Even I, the Witch of Lynx Crag, would be hard-pressed to overcome the power of love and longing. The Lady's Knight. You ever make it here? Sagarath. Yes. He came to sway me, but had a quick change of heart. To be precise, it came after the first night we spent together. He stayed a fair while. Then his conscience got the better of him, and he resolved to return to his beloved. Might have resolved to, but never made it. A tragic fate befell him along the way. You have anything to do with this turn of fate? Of course. Was I to let another woman have a man who belonged to me? I could not abide it. What if I asked you nicely to lift the curse, please? Gareth met the fate he deserved. And what happened to his wench was not my fault. All right, so you didn't cast the curse, but could you help lift it? I probably could. But why ever would I? I'll humble myself, prostrate myself before you like the Gareth of the tale did. I beseech you to help me. Lift the curse that imprisoned Daphne in the tree. When I saw you enter my hut, I thought, now there is a fellow who shall bend his neck for no one. Stand. None. Not even I can restore to the lass the years she has lost, can erase the suffering she has endured. We cannot bring her back to life, but I shall tell you how you might let her depart in peace. Yet my aid shall have its price. A lock of your hair.
How can I know you won't use it to cast a spell on me? I require this. I must, for with it I will cast a spell to conceal me from you for all time, and will use it for nothing else. You will nag me never again, and you've nothing to fear, I assure you. I always keep my word. Lisa. Da bleibt mir direkt die Stimme weg. Vielen Dank für den Raid. Einen schönen guten Abend, Raiders. Hallo Xantorix. Hallo Himmelhoch. Hallo Lisa. Der Gute ist schon mal schön, die DLC. Na, wie war euer Stream noch? Wie weit seid ihr noch gekommen? Und hallo Pain of Death. Du streamst ja. So ein klein wenig schon. So hin und wieder, wenn ich nicht gerade krank bin. Naja, eigentlich ist das eher die Ausnahme, aber in letzter Zeit fielen doch sehr viele Streams auf. Das kann ich jetzt länger streamen als. Bindet man ja auch nicht jedem einfach so auf die Nase. Das ist unhöflich. Wenn man an andere Streams geht und erzählt, dass man selber streamt und so. Das ist unhöflich. Macht man nicht. Aber freut mich, dass ihr rübergekommen seid. Ein höflicher Streamer. Ich habe die Twitch-Etikette tatsächlich gelesen. Im Gegensatz zu vielen anderen. Und ich habe alles Mod lang genug vorher aufgeräumt. Von daher. Ich habe oft genug die Leute, die reinkamen. Ich streame jetzt auch. Weggeräumt. Ja. Und vielen Dank für den Fall. Noch erfolgreich Siri enttäuscht und Ende für heute. Wie hast du Siri enttäuscht? Und warum? Was tust du? Was hast du vor? Darf ich jetzt nicht sagen, dass du auch streamst? Du hast gerade geradet, das ist offensichtlich, dass du streamst. Und außerdem, ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon so 1-2 Tage. Das ist okay. Jetzt hier ein Marmeladenbrot gemacht anstatt ein Steak. Ja gut, das verstehe ich sehr gut. Dass sie dann angefressen ist. Ihre Kumpels verprügelt. Warte, du hast Siris Kumpels verprügelt? Was tust du? Du bist doch in der Vorbereitung für das große Event. Hä? Okay, ich glaube, das muss ich mir nachher mal angucken. Wollte keine Pferde stehlen. Ach, bei dem Wanderzirkus. Aber warum hast du denn ihre Kumpels verprügelt? Ich habe einfach die Pferde mitgehen lassen. Zack, weg waren sie. Und zwar alle. Gut, ich habe das Ganze natürlich auch wieder, da ich schon wusste, was ich tun soll, so ein bisschen in verkehrter Reihenfolge gemacht. Dementsprechend waren die Pferde schon beruhigt und ich musste sie dann nochmal beruhigen, aber lassen wir das. Ich liebe es, den Gesichtsausdruck zu sehen, anstatt die Reaktion auf Lisas Entscheidung zu lesen. Ja. Ich glaube, dann kommt das Warum? Viel besser durch. Warum? Warum? Naja, musst du wissen, was du da tust. Musst du wissen. Und einen schönen guten Abend, Sanni. Herzlich willkommen. Kommt rein, bucht mich und läuft wieder weg. Wichser ist hier geblieben. Einfach wieder weglaufen. Geht immer gar nicht. Ja. Du wirst den Fluch brechen, weil ich sie befehle. Ja, nee.
Das schaffe ich schon selbst. Ja, wir brechen den Fluch, wenn wir es selbst schaffen. Das ist allerdings keine sonderlich gute Idee, von daher, das lassen wir auch. Deswegen haben wir gerade vielleicht so 20 Minuten neu geladen, um rauszufinden, wie es besser geht. Voll oder gelassen, schau öfter rein, wenn ich Zeit habe. Ansonsten einen schönen Sonntag. Das klingt, als ob du Feierabend machst. Dann wünsche ich dir einen schönen restlichen Sonntag, einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche, lass dich von der Woche nicht ärgern und bis später. Genau, wer mich übrigens nicht kennt, ich bin Luzi, hin und wieder bei Lisa zu sehen im Chat. Also nicht im Stream, sondern im Chat. Ja, ich sollte an der Formulierung arbeiten. Versuche hier irgendwas mit Variety Gaming zu machen. Momentan spielen wir Witcher, so in den letzten Zügen. Wir sind im letzten DLC, im guten DLC. Hauptstory ist schon komplett durch. Ja, ansonsten gibt es momentan am Donnerstag Chernobyl Light. Und ansonsten so grob durch die Bank. Hin und wieder. Ich verstehe gar nicht die ganzen lachenden Smileys davor. Entschuldigung, Emotes. Ich verstehe gar nicht, warum. Formulieren richtig und wichtig. Mhm. Zumindest, wenn man die Nachricht rüberbringen möchte, die man gerade im Kopf hat. Und nicht irgendwas anderes. Wer hat die Grillen mitgebracht? Werft die wieder raus. Die müssen heute draußen bleiben. Ja, wir tun mal das, was Frau Hexe von uns möchte, weil Frau Hexe soll ja was Sinnvolles tun. I'll trust you against my better judgment. Lock of my hair's yours. Splendid. What do I need to do? You must convince the maiden her beloved yearned to return, but perished in the attempt. Take her silk kerchief and a fragment of Garrett's remains. His bones lie bleaching in the cave beneath this rock. Fire must consume the kerchief and remains. And remember, your heart, your intentions must be pure. Clear? Yeah. Thanks for your help. You're welcome. And adieu. Once you walk out that door, never shall we meet again. Okay, der Puma, Schrägstrich, die große Katze war also nicht Gareth. Schade, war meine Theorie falsch. Hat ein bisschen weh. Bin aber ein bisschen im Lurk. Dann vielen Dank für den Lurk und dir viel Spaß. Beim vermutlich weiter Dinge abknallen. Richtig? Wir hatten hier schon wieder Kikimora bestellt. Und ich brauche meinen Speicherbutton. Speicherbutton, komm her. Guten Tag. Für welches Level ist die Quest? Frage für jemanden, der gerade an Kikimoras bedeutend zu viel Schaden hat. Informieren, lasst ihr mal schön sein. Ist nicht. Niemand hat die Absicht, noch mehr Kikimoras auf die Welt loszulassen. Wirklich niemand. So, habe ich alle erwischt? Vielleicht. Das war Herz.
Aber finde ich spannend, dass sie eine Locke haben will, um sich selbst vor uns zu verbergen. Aber warum? Ich meine, wir wären eh nicht wiedergekommen, sobald die Quest durch ist. Aber warum geht sie denn den extra Aufwand als Belohnung für ihre Hilfe zu fordern, dass sie eine Locke von uns kriegt und sich verbergen kann? Finde die Überreste. Oh, warte, die waren in der Höhle, ne? Das tat weh. Für die Zukunft absichert. Gehe als unsterblich, so wie sie, also ist ja nicht unmöglich. Fallschaden. Mhm. Schon der zweite Tod heute. Oh nö, jetzt muss wieder die Kikimoras nochmal machen. Das ist ja lästig. Das ist ja lästig. Schön, wie ich auch instant erstmal Poison-Bild ab hab. Schnapszahl. Feuersteine. Saft. Okay. Saftzahl. Saftzahl. Vegas Lucifer 4. Eine Saftzahl? Einen schönen guten Abend, Toronto. Und vielen Dank für das Verlängern deines Vertrages mit dem Teufel in den 33. Monat schon. Und yep. Eine Schnapszahl mit Saft. Ja, eigentlich ist ja auch Schnaps meistens aus Saft. Also theoretisch sind ja alle Schnapszahlen dann eigentlich auch Saftzahlen. Ist das so? Ich glaube zumindest die meisten werden... Ja, wohl, nee, wenn du... So Whisky und so nicht. Aber so die ganzen Weinbrände sind, glaube ich, alle aus Saft. Also zumindest kenne ich das so, dass man irgendwie Säfte mit Hefe in Kübel, dann wird daraus Wein und dann kann man den in der Theorie destillieren und dann hat man Schnaps. Wenn man das Ganze versaut, ist man nur noch blind. Und nein, ich habe keine Erfahrung damit. Da ich eh keinen Alkohol trinke. Na toll, da oben haben sie die hingepackt. Wieso haben wir eigentlich schon wieder keine Heilung? Geralt. A knight's plate armor and some bones. Gareth's remains. These then wonder why the armor came apart. Magic? Or he just fall from a height? Gotta get back to the tree. Lift the curse. Oh, ich würde sagen, er hat da oben einen Fehltritt gemacht. Und ist dann hier aufgeschlagen. Bisschen runtergerutscht und dann liegen geblieben. Das heißt, ich habe gerade ein frühes Stadium von Schnaps getrunken. Kommt auf den Saft an. Also Traubensaft auf jeden Fall. Saft, die Raupe und Schnaps der Schmetterling. Und wenn man die Raupe, also wenn eine Raupe, bevor sie zum Schmetterling also ultra hoch erhitzt und dann wieder abgekühlt, lassen wir das. Lassen wir das, das führt zu seltsamen Dingen. Ich glaube, diesen Weg möchten wir nicht beschreiten. Ich denke, der war friedlich. Soll er uns da angreifen? Aua. Sagen Sie mal. Geralt, lauf. Soll er die Bauern fressen? Nicht uns. Melone Mango mit Minze. Ich bin mir nicht sicher, dass man das
dass man daraus Schnaps herstellen kann. Oder sollte. Oder kann. Ich habe keine Ahnung. Theoretisch. Ich weiß halt nicht, ob Melone da so gut funktioniert. Nur Mango? So eine Frucht müsste theoretisch ja. Ach, ich habe keinen Plan. So? You met the witch. You must have. What did you learn? That witch, she's not near as bad as folks say. Made me bow and scrape, sure. But I know some sorceresses witchier than her. Joyous bleeding news, but what about Daphne? Okay, jetzt ergibt diese Antwort, die er da gibt, deutlich mehr Sinn. Weil er hat genau das gleiche eben auch schon gesagt und da sind wir einfach nur hingegangen. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Tschüss. Jetzt ergibt diese Antwort auch Sinn, weil jetzt haben wir ja den Kniefall vor ihr gemacht und haben ihr versprochen, dass sie eine Locke kriegt. Also dann haben wir ihr Locke gegeben. Und Dinge. Kann man Schnaps aus Bananen machen? Wenn man Bananen vergehrt und daraus Wein entsteht. Ich meine, es gibt Bananenlikör, glaube ich. Macht man den genauso? Ich habe keine Ahnung, wie man Likör macht. I can lift the curse, free her, by performing a ritual, making a sacrifice of her kerchief and Gareth's remains. But we gotta start at the right time. When the hour comes, I'll light 4 fires for the 4 winds, then begin the ritual. Fires? Then I shall be of use to you after all. Seems you need wood. Much of it. Chop as much as you can. I'll see to the rest. I've chopped and stacked the wood. What now? My turn. Gotta light fires and talk to the woman enchanted in the tree. No idea how this'll turn out, so just in case, stand at a distance. And if you see me draw my sword, run. Ja, hoffentlich brauchen wir das diesmal nicht. Das wäre mal sehr schön, wenn wir nicht im gleichen Resultat enden würden. Look your last to the world's 4 winds. From the south, not a word. From the east, no cry is heard. From the north, silent sighs. From the west, peer hollow eyes. Cease your vigil. Dead he lies. Hear me, you who hide beneath this bark. The day of your freedom has come. Behold a kerchief, proof of your love for another. Behold, a bone of he to whom you offered your love. Gareth, my Gareth, he shall never return. No, he won't. Is his love for me gone? Did he stay true? Also eigentlich, wenn man den Worten der Hexe glaubt, die angeblich ja nie lügt, dann, naja, wird sie gleich ein bisschen angepisst sein, habe ich das Gefühl. Muss beim Einsatz schon mal einen Weinbrand löschen? Beim Einsatz nein. Und ich auch nicht. Aber ansonsten, naja, man weiß ja, was man über die Freiwillige Feuerwehr so sagt. Da war sicherlich der eine oder andere Weinbrand dabei.
Naja, wir bleiben bei der Wahrheit. Gareth broke his vow, failed to stay faithful. Man is built of mud and filth, milady, and is like to blunder, we all are. How cruel is the world to render conferring one's love so hard? But what would the world be without love? The time comes that I depart. I've waited too long. I've suffered too much. And now I wish to go. Farewell, milady. I thank you, stranger. And you, my knight. I thank you for speaking to me, for standing vigil at my feet. I did not think it would end this way. I hoped we could revive her, but I guess it was not to be. We did all we could. You did well. Here, your pay. And the book is yours as well. Thanks. Take care of yourself. So long, Witcher. I must think. Put this straight in my head. Fällt mir deutlich besser als die andere Variante. Du besitzt die Tugend der Weisheit. Ich glaube, du hast bewiesen, dass du alle Rittertugenden besitzt. Und hier, schlecht animierter Wolf, würdest du aufhören, mich ins Feuer zu schmeißen? Vielen Dank. Ach echt, sagt man das? Das weißt du doch ganz genau, worauf ich anspiele. Ganz genau weißt du das. Roach! Hat wieder mal keinen Bock. Wo auch immer Roach eben gespawnt ist, war scheinbar nicht auf dieser Welt. Okay. Aus kleineren Tieren macht Roach einfach mal einen Roadkill. Oder ein Roachkill. Bei einem Pferd. Ein Pferd ist einfach eine Wand. Du bist auch bei der Feuerwehr? Hab noch nicht gehört, dass man es bei der Feuerwehr ist. Respekt. Ich habe es leider schon zu oft gehört. Schon viel zu oft. Das ist leider was Wahres dran. Come on. Auf die Plätze, fertig, los. Wenn Plätze dann irgendwann spawnt und sich dazu entscheidet, loszulaufen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, dass wir zu Fuß langsamer gewesen wären. Ich glaube, das hier habe ich beim letzten Mal nicht geschafft. Hey, hier können wir noch ein bisschen Wasser laufen. War gut. You have proven the 5 chivalric virtues dwell in your heart. Mean the sword's mine? I can dive in and take it? The sword deserves the hand of a master. You must prove your skills are worthy through combat atop the water's surface. Are you ready? Anytime. Then draw your blade. Hey.
Irgendwie macht er keinen Schaden. You have proven worthy of wielding the blade. Beyond all doubt. Wie eine Treppe im Wasser runtergeht. Behold, your Arendite. We've met before. Certainly. The hermit admitted he knew you, remember? The Lady of the Lake. It is I. Forget not that you are a man right and honorable, devoted to doing good. And for these reasons you received the blade. Now bear it. And I trust this time you shall not lose it. Warte, diesmal verlierst du sie nicht. Just wonderful. Platsch. Okay, ich habe gerade das Achievement dafür gekriegt. Also nein, ich hatte sie beim letzten Mal nicht. Das heißt, ich habe irgendeine der Dings versaut. Der Virtues. Mein Deutsch ist heute halt wirklich wieder echt gut. Keine Ahnung, die Übersetzung ist einfach weg. Lady of the Lake. Die vor 10 Sekunden schon schreiben, als er so ins Wasser ist. Ja, ich glaube auch. Deutsch? Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich irgendwie nicht. Einschicken mit einem Geschäft. Wir müssten denn jetzt hier irgendwo der Einsiedler am Laxlavi oder so. Ach, keine Ahnung. Der Einsiedler, der auf der Insel im See lebt, wurde auf so einem Wächter über die 5 wichtigsten Tugenden. Tugenden! Das war das Wort, was mir fehlt. Dieser rechtschaffene Mann wacht über die Felsen, in die diese Tugenden eingraviert worden waren. Und er legt jedem Ritter, der vorbeikam, eine Prüfung auf, in der sie zeigen sollten, dass sie die Tugenden verkörperten. Als der Hexer auf die Insel kam und den Einsiedler traf, war ihm, als wäre dies nicht ihre erste Begegnung. Erst später sollte er erfahren, wie Recht er hatte. Der Einsiedler Gott. Okay, es ist nicht nur das Deutsche, es ist auch das Reden. Heute ist wieder schlimm. Der Lachseinsiedler. So spricht man das aus. Okay. Entpuppte sich als die Dame vom See, ein mysteriöses Wesen, das Geralt einst im Trübwasser getroffen hatte. Wo ist Trübwasser? Nachdem Geralt die Prüfung des Einsiedlers bestanden hatte, wechselte der heilige Mann seine Gestalt, offenbarte Geralt so sein wahres Gesicht und überreichte ihm ein Geschenk, das Schwert Arendite. Mach auf Mute, dann kann nichts mehr schief gehen. Ja, aber dann hört ihr ja nichts. Ich weiß ja nicht. Arendite, Silberschwert. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit über erlittenen Schaden verloren. Ein Schwert bewegt stets kritischen Trefferschaden. Schaden wird um 0 bis maximal 20, je nach Charakterstufe, erhöht. Wir haben fast die höchste Charakterstufe. Wenn der Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Ladungen zugunsten eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens verbraucht. Ach so. Deswegen 0. Nee, hä? Ja, tut mir ja leid. Vergessen das Wolf Silberschwert, aber ich glaube, wir kämpfen ab jetzt mit Arendite. Wobei Arendite hat natürlich keine Sockel, ne? Das heißt, wir haben gerade unseren Sockel abgelegt. Also unsere Runen. Das heißt, wir haben jetzt weder Bluten, Verbrennen noch Vergiften drauf. Beste Schwert im Game, levelt sich selbst auf. Ja, aber es hat keine Sockel. Kann man das sockeln?
Nee, da es ein Relikt ist, vermutlich nicht. Das wäre lustig, wenn man das noch sockeln könnte. Ob ich das gleich mal versuche? Es wäre schon ein bisschen böse, wenn das ginge. Rüstung auf Großmeister? Ja. Das ist die vergessene Großmeister-Rüstung. Also vergessene Großmeister-Wolfsrüstung. So. Und dann noch gesockelt zusätzlich. Deswegen sieht die so aus. Die Frage ist, wir haben hier natürlich jetzt auch noch das Schwert Ravix von Vierhorn. Das ist natürlich auch ein bisschen besser. Andererseits, nee, warte, die Rüstung von Ravix. Wollte ich ja an den Dings hängen. Das heißt, wir hängen das auch mit auf. Und behalten das... Der Rechenmeister. Was? Es ist schlimm, wie viele bessere Schwerter als Großmeisterschwerter es gibt. Das wäre entweder ein Rechenmeister oder im Feuer geschmiedet. Uns mal auf 3 Sockel hochziehen und das dann als Stahlwaffe benutzen. Okay, wir müssen zu einem Schnellreisepunkt. Ich will 2 Dinge tun. Palast von Beauclair, der Schnellreisepunkt ist relativ scheiße zu erreichen. Ich glaube, der hier ist am sinnvollsten. Ich will einmal in unser Weingut. Will da die Rüstung aufhängen und die Schwerter aufhängen. Also Rüstung, Schwerter und Armbrust. Aber ich weiß gar nicht, ob man die Armbrust aufhängen kann. Und dann gehen wir einmal zum ophirischen Händler, beziehungsweise zu seinem Kumpel, der Runenschmied ist. Und machen da Dinge. Duranius und das heißt hier als Episode 10. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Das ist der Fireblade. Sagt mir tatsächlich überhaupt nichts. Einmal nach Corvo Bianco, bitte. 2 Dinge. Welche könnten das sein? Ich rate mal. Das erste könnte sein, dass du Deutsch lernst. Das zweite wird sein, dass du widersprechen lernst. Ja, die stehen auch auf der Liste. Irgendwo da hinten. Am Ende der Liste. Das habe ich schon mehrfach versucht. Das hat nicht funktioniert. Nee. Also ich habe das auf der To-Do-Liste gelassen, aber hat so ungefähr Position 7.300.000 und wird nicht vorkommen oder so. Rüstungsständer. Zack. Da hängt der Herr Ravix. Schwert Ravix. Leider kann man da tatsächlich nur Schwerter aufhängen. Ja, Geralt, das war das, was ich tun wollte. Da kann man leider keine Armbrüste hinhängen. Zählt eine Armbrust als... Ja, zählt eine Armbrust als Wanddeko? Habe ich noch Wanddeko frei? Da. Kann ich da hier eine Armbrust hinhängen? Nein, aber mein Schild kann ich hier hinhängen. Wobei, warte, das muss dann auf jeden Fall... Ja, tut mir leid, komisches Bild, du musst da weg. Da kommt jetzt ein Wappenschild hin. Und in die Küche kann das Mädel. So, Klatsch. Fertig.
Wäre natürlich cool, wenn jetzt die Rüstung genau unter dem Schild stände, aber ach, was soll's. Vielleicht hilft das zum Sprechen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, aber wir können es versuchen. So, dementsprechend die Armbrust können wir nichts mitmachen. Das ist ein bisschen schade. Würde ich eigentlich auch ganz gerne ausstellen. Aber na gut, dann rüsten wir sie einfach aus und fertig. So. Jetzt zurück zum Wegpunkt. Und einmal nach Vene. Und zwar zur neuen Mühle. Ein Schädelsymbol bedeutet ein sicheres Ende. Ja, sicher. Wie viele Typen mit Schädel haben wir schon auseinandergekloppt? Ich meine, wir haben es ja schon mit den DLC-Typen geklappt, da waren wir noch bei weitem nicht so weit, dass wir das DLC überhaupt spielen sollten. Du bist nicht der, den ich suche? Du bist der, den ich suche. Guten Tag. The world's never-ending creation be praised. Genau. Craft something for me, would you? Und zwar möchte ich Dinge sockeln. Ich kann Arendite sockeln. Wie böse ist das bitte? Scheiß aufs Geld. Sockel drauf. So, jetzt ist die Frage. Nehmen wir im Feuer geschmiedet oder nehmen wir... Toll, die sind identisch. Ja, komm, dann nehmen wir den Rechenmeister. Dann rechnen wir sie alle zu Tode. So. Nee. Ich weiß gar nicht, habe ich noch genügend Runen dafür? Hat er Wouldn't Runen? mind a glance at what you got. Waffenruhen. Und zwar brauche ich zweimal groß Bluten, zweimal groß Feuer und zweimal groß Vergiftung. Chance auf Bluten in groß habe ich zweimal. Das sind nur normale. Hier leuchtet noch was. Taumeln ist mir egal. Zeichnensität ist mir egal. Einfrieren ist mir egal. Wie sah denn Feuer aus? Betäuben? Nö. Einfrieren? Nö. Vergiften. Die grüne in groß. Hätte ich gerne 2 Stück von für nur 4000 Kronen. Und jetzt brauche ich noch, warte, was habe ich jetzt? Ich habe jetzt Bluten. Reicht nicht. Und ich habe, wenn ich den sinnvoll sortieren würde, habe ich auch Vergiften. Jetzt brauche ich noch Feuer. Feuer in groß. Bin ich blöd? Habe ich gar keine Feuerrunen mehr? Wie sah denn Feuer aus? Welche von euch war Feuer? Hast du Feuer? Nö. Du hast Feuer. Verbrennen. Groß verbrennen. Danke. Ja, damit. Das war fucking teuer. Thanks. So long. Schwierigkeit normal geht das auch easy. Naja. Bei einigen kriegt man tatsächlich ein bisschen auf die Fresse, aber ansonsten geht das. Ich meine, der lustige Golem. Was, ein Golem? Ich glaube, ein Golem war schon spannend. Es war ein 10 Minuten durchgängiger Kampf. Aber es ging. So.
den Rechenmeister. Und jetzt Runen drauf. Und zwar Blutung auf den und Blutung auf den. Gift auf den. Danke fürs Umsortieren. Und Gift auf den. Und Verbrennen auf den. Danke fürs Umsortieren. Und Verbrennen auf den. Absch. So, jetzt haben wir ein selbstständig levelndes Arendite mit einer plus 5% Chance auf Bluten, Vergiften und Verbrennen. Das ist auch schon ein bisschen bösartiges Schwert. Und wir haben den Rechenmeister, der eh schon 5% Chance auf Bluten hatte. Jetzt hat er 10% Chance auf Bluten. Und Vergiften und Brennen. Ja, ich glaube, das tut weh. Wenn wir damit irgendwas treffen. Das könnte Spuren von Ouch enthalten. So, die beiden hängen wir gleich auf dem Waffenständer. Hätte ich natürlich auch machen können, bevor ich hier hingekommen bin. Aber egal, wir müssen ja eh zurück nach Dings. Klarer Fall von Dings. Seit ich das Wort Dings kenne, kann ich alles erklären. Jetzt ist die Frage, wollen wir eigentlich mal gucken, ob wir die Rüstung schwarz färben können? Also ob das einen Unterschied macht. Okay. Das beantwortet meine Frage. Nein. Eine Großmeisterrüstung kann nicht gefärbt werden. Okay. The world's never-ending creation be praised. Ja. Wouldn't mind a glance at what you got. Du hast auf jeden Fall scheiße viel Geld. Dann nimm mal das und das und die. Damit habe ich zwar nahezu nichts an Geld gekriegt, aber ist okay. Und dann kannst du eigentlich auch mal, lass mich raten, die sind nichts wert. Naja, geht. Die ganzen Farben hier weghauen. Da wir gerade festgestellt haben, dass Farben auf einer Großmeisterrüstung sowieso nicht funktionieren. 75.000 sind ja auch nicht wenig, die du hast. Ich habe gerade 20.000 fürs Upgrade der beiden Schwerter ausgegeben. Ich hatte 94.000. Aber ja. Lohnt schon. Lohnt schon. 90 Aster haben wir schon. Oh, warte, das war der Sattel für den Ravix. Naja, egal. Egal. Sonstiges kauft er nicht. Toll. Ist noch weit entfernt von der Armut. Thanks. So long. Das ist korrekt, vor allem da er kein Geld mehr von mir haben will. Und ich unser Haus auch schon komplett abgegradet habe, also unser Weingut. It is to see you again. Quite the pleasure. Ja, Dieter. What did you bring from Ophir? Mind if I have a look? Kaufst du eventuell Gelumpe? Ja, du kaufst Gelumpe. Das ist doch voll gut. Objekte, das zum Abschließen einer Quest benötigt wird. Oh, warte mal. Er kauft Gelumpe, aber er hat kein Geld. Oh, das hat fürs Gelumpe gereicht. Gut. Take care now. Go, and in the world glory, its never-ending creation be praised. Farewell. Ja, ja, genau. Die auch. Oder so. So, jetzt einmal nach Corvo Bianco. Die beiden Wolfsschwerter weghängen. Und dann geht's weiter. Dann gucken wir mal, was das Arendite mit Upgrades kann. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich ein Relikt nochmal sockeln kann. Aber, nun ja. Liam and Matilda running a vineyard together.
Ja, nein, nicht den Rüstungsständer, den Waffenständer. So. Weiß jeder, der hier reinkommt, direkt Bescheid. 12 Wolfsschwerter. So, was machen wir eigentlich jetzt? Warte mal kurz, bevor wir schnell reisen. Lass uns doch mal gucken. Wir könnten uns mit Regis treffen. Oder wir könnten was anderes machen. Was haben wir denn? Wir haben 48. Wir müssten... gewinnt. Okay. Das niedrigste hier ist eine 43er. Gut, das ist eine 45er. Egal, wir machen jetzt das hier. Schnellreisen nach... Ja, komm, zum Palast. Dark secrets taints even a fairy tale that she... Gats, my knees ache something horrible. They say a great deal about you, Witcher, and whisper even more. Okay, ich dachte, das endet wieder darin, dass ich irgendwo aufschlage. Again. Vielleicht sollte ich mal zwischendrin speichern. Es könnte helfen, dass ich nicht ganz so weit nochmal laufen muss. So, finde Fragen. Ach nö. Ach nö. Das ist nicht die Quest, die ich gerade denke, oder? You scared me half to death, Drifter. What do they call you? What's your crest? Speak! Ravix of Fourhorn. My crest shows a maiden sitting astride a striding bear. So, now that we've had our night-to-night chat, Francois Legoff, I presume. Your betrothed sent me. See, you've been gone a while, so you've got her worried. Well, indeed, for Grotore is a most fearsome beast. I must prepare properly for battle. By napping outside the cave for a fortnight? I have tarried a bit, true, but the delay is done. My word I gave, thus the beast shall die. Steht dir nicht im Weg. Leave you to it then. Right. Onward. For honor! Damn it. Should follow the guy. At least I'll be able to tell the fiancé what happened. Genau das. Ja, hopp, 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 hopp. Typ, ich bin im normalen Gehen schneller als du, wenn du... Lass mich raten, der wird gleich von dem komischen schwarzen Viech da hinten gekillt. Anstatt dass er bei der Höhle stirbt. Ja, sorry, dein großartiger Ritter ist leider über den Wildschwein gestolpert und tot. Das Biest habe ich dann mal ganz kurz hinterher beseitigt. Oh, hier liegen ganz viele Ritterteile rum. Bones. Human. Hollow inside. Marrow's been sucked out. Ich habe das Gefühl, das Vieh ist nicht so nett.
Strange. No sign of Grigori. Perhaps we should turn back? If there's no beast, there's no beast. Damn shame, but we tried. Not so fast. Let's take a look around. You were in a winter garden. Warum wachsen hier in einer Höhle Blumen? Cradle filled with children's shoes. Doubt I've ever seen a collection this grotesque. Ja, du machst das schon. Viel Spaß. Ich loote derweil. Und wenn du tot bist, loote ich dich auch. Nicht? Ach, Manu, dann muss ich ja doch. Something on the other side. I had hoped to get through. Either sword or sign will cut this. Ja, das ist ja schade. Wie er da einfach steht und steht. Bones. Small skull. Fontanelle's not completely closed. An infant. About a year, maybe. They speak the truth about the villages. Grigori consumes babes. Clear as day now. Spriggan. Gotta be sundries. Seems to be off somewhere. Probably must have taken them from its victims. Ja, 3 Dialoge durcheinander sind immer hilfreich. Im Bestiarium. Sollen wir irgendwas über Dings hier lesen? Und Spriggan ist vermutlich kein Geist, richtig? Richtig. Vermutlich auch kein Hybrid. Richtig. Nekrophage? Nein. Huger? Nein. Ein Relikt? Ein Relikt. Es war so, ich war im Wald und da ging ein Platzring runter. Ich dachte mir, ich suche mir lieber einen Unterschlupf, als mir in meinem Alter eine Erkältung einzufangen. Also kroch ich in eine Höhle und da brüllte mich plötzlich irgendetwas an. Ich rannte so schnell davon, dass der Wind meinen Mantel getrocknet hatte, als ich zu Hause ankam. Wildstyle, Kräuterkunde. Niemand weiß, seit wann der Waldteufel, den man Grotore nennt, am Fuß des Gorgo lebt. Eigentlich bevorzugen Waldteufel die abgelegensten und tiefsten Wälder. In Höhlen findet man sie selten. Aber Grotore schien Gefallen an seiner namensgebundenen Grotte gefunden zu haben. Das Monster war unter den Rittern Beauclairs recht bekannt und wurde als potenzielle Ruhmesquelle besonderen Ranges gehandelt. Allerdings war keiner von ihnen allzu scharf darauf, die Bestie im Kampf zu stellen. Niemand außer dem jungen Ritter François. Indem du die Pflanzen mit dem Igni-Zeichen in Brand setzt. Dinge anzünden? Gar nicht. Guck mal, brennende Blumen. Guck mal, noch mehr brennende Blumen. Guck mal, ein brennender Ritter. Verdammt, das wollte ich gerade das Erz mitnehmen. Man abkommt im Herbst. Wash away that insult to our Duchess Majesty with your blood.
By my troth, the damned brute was sturdy. I'm grateful, Witcher. You aided me greatly. Ja, eigentlich wolltest du es alleine machen. Why the challenge? Couldn't have gone after something less formidable? A werebub, for instance? Why? For the beast must match in ferocity the very ardor of my affection, and... You're blushing, Sir Knight. Oh, it's my betrothed. The thing is, she champs at the bit to get married when we've not known one another but 2 years. So I vowed to slay Grottori. Thought it would buy me time to battle such a beast. Why, it could take months. Mm-hmm. Especially at the rate you were going. High time you returned to Beauclair, brave knight. Nay, oh, nay. The head of this beast is a trifle, wholly inadequate to express the love I harbor for my betrothed. The world awaits. To honor her, I shall cut down another, more terrible beast. Typ. Wenn du sie nicht willst, dann sag's ihr doch einfach und geh. Take my advice. Grab the damned head and cut the shit. You're blind to my predicament. Once I return, I will have no recourse. She'll track me to the nearest shrine while... Shut up and listen. Crests, scrap metal armor, swooning damsels. All that's nothing to do with hunting monsters, which is work. Damn hard, dangerous, and thankless work that you're just not cut out for. Want to prove your valor? Go back to your betrothed and be honest. Tell her you're not ready to marry. You do not mince words, master. In Tucson, one might demand satisfaction upon trampled ground for a lesser slight. Yet, there is truth in what you say, I cannot deny. I survived with my life by a hair. It is time I returned home. Ja, stolper unterwegs, nicht nur ein Monster. Oh, sobald man lootet, hören die Pflanzen auf zu brennen. So, was gibt's hier hinten? Irgendwas Spannendes? Toll, jetzt haben wir eine Färberüstung für blaue Rüstung, die wir nicht einsetzen können. Wo ging es hier noch hin? Einfach ein lootreicherer Weg zur gleichen Kammer. Kehre zu François' Geliebter zurück. Na, lass mich raten. Er hat es aber nicht geschafft. Sondern hat einen Umweg gemacht, der ihn umgebracht hat oder so. Move it. Nein, Platze nicht in die Höhle. Folge dem Wegesverlauf. Oh, warte mal kurz. Hat er noch irgendwas Sinnvolles in seinem Lager? Faster. Ja, gucke mal einer, schau. So, gut. Brief von Jacquette an François und von François an Jacquette. Na dann. Brief von Jacquette an François. Liebster François, es ist bereits eine Woche vergangen, seit meine Augen dein schönes Gesicht zuletzt gesehen haben, Liebster. Ich weiß, dass dich wichtige Ritterangelegenheiten in der Ferne halten, aber wie schaffst du es, die schreckliche Qual unserer Trennung zu ertragen? Mama fragt jeden Tag, wann du uns das nächste Mal besuchen kommst. Und Papa sagt, er könne kaum erwarten, dass du auf den Knien um meine Hand anhältst. Ich erkläre ihm, wie sehr beschäftigt du bist, aber in Wahrheit wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass du vor mir kniest und ich endlich Ja sagen kann. 1000-mal Ja. Für immer in Liebe, Jacquette.
Liebe Jacquette, ich habe sehr, sehr viel nachgedacht. Endlich weiß ich. Um dich wirklich zu verdienen, muss ich erst beweisen, dass mir die Ehre gebührt, deine Hand zu gewinnen. Du wirst wissen, dass ich den Ritterschwur geleistet habe, nicht eher zu ruhen, bis ich dir den Kopf von Grottoir, dem fürchterlichen Monster, das noch nie besiegt wurde, auf dem Silbertablett serviere. Such bitte nicht nach mir, sondern erwarte meine Rückkehr als ruhmreicher Monsterschlechter. Hochachtungsvoll, dein Franz. Toll, Geralt. Auf Dächern rumstehen ist Platz, ist Sache. Toll, der Herr Ritter hat 2 Floren dabei. Wow. Oder das Monster besiegt, seine Verlobte. Ja, aber dann wird es schwer, zu ihr zurückzukehren. Die Quest sagt ja, wir sollen zu ihr zurück. Bleibt mal stehen. Und jetzt ab. Weg. Das. Pferd, du hast eine Wegesauto-Folgen-Funktion. Geh Weg folgen. Okay, Plätze, Folgeweg. Entschuldigung, Folgewegesverlauf. Plätze kriegst du nicht gebacken. Nicht drin mit diesem Vieh. Nein, den Weg. Genau, einmal schön den Ball umreiten. Warum auch nicht? Die sind ehrlich schon besoffen, die merken eh nichts mehr. Oh, what was that? Gott, ich gehe zu Fuß. Das hältst ja im Kopf nicht aus. Ja, beiseite. Aber. Long live Duchessa Anna Henrietta. Ja. Tierplätze, das heißt wohl lecker Bulette. Ich würde jetzt sagen Appel Lasagne, aber ja. 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 Witcher, I heard you defeated Art is not life's bread and butter, but it's fruit and wine. What is they call you? Gervin. Okay, ich glaube, Platze wäre hier auch einfach schon 700 Mal stecken geblieben. That Witcher's rather handsome. Also steht immer noch in der Gegend rum. Got good news, madam. As do I. Francois has returned. We marry in a week's time. Prenuptial teachings at the temple tomorrow. Dress fitting the next morn. Then a tour of the wedding venue. I have never been so happy. Alter, die arme Sau. Ich meine, was? Ob das so eine gute Idee ist? Nein, wir beglückwünschen Sie. Congratulations, I guess. Wish you happiness, both of you. And good fortune to you on your path. Your reward, Master. And Godspeed. Ach, das ist die Quest, die ich gerade im Sinn hatte. Ah, naja, wir müssen sie machen. Palast von Bouclet. Einmal durch die Stadt durch, sparen wir sie zurückreiten. Bis wir zurücklaufen, weil plötzlich taugt ja hier nichts. Wieso ist denn hier eigentlich das Licht aus? Ha? Ha? Was machen die Wachen hier eigentlich? Ah. Ist auf magische Weise an. Spannend. The light is inopportune at the moment. Could you return around noon? Nee, gegen Mittag wiederkommen kann ich nicht.
After Schopsen. I'm here. Let us go. We should arrive in time to have the best light of the day. The chiaroscuro we shall capture. Just glorious. Let's go. The things I do for art. We had best ride there. We'll arrive faster and less fatigued. Ja, dafür würden wir nur 12 Mal über Dinge stolpern. So does a cockatrice I cut down once. It's stuffed, maybe even with heather. I once had a cockatrice feather brush. Best thing for laying down tempera. I no longer have it, sadly. My blasted cat swiped it. Why would a cat want a brush? To paint with, of course. And it was no common brush. Fantastic, as I said, and fantastically expensive. Hang on. Got a cat that paints? Yeah, if you care to call it that. He merely copies the works of his betters, and poorly at that. Your cat? Yes, Pierre Auguste Moustachois. It's no surprise you've not heard of him. He's a second-rate hack and a thief. Hey there. We'll continue on foot. Der Typ, ey. Ladies, gentlemen, my lieges, forgive me for being forward, but have you perchance seen a set of paints and brushes nearby? Eugenie, I believe this peasant wants something from us. My paints, my brushes, I had prepared them. They were here. We've not seen any journeyman's tools, my good man. Of that I assure you. There a problem? Yes, an immense one. I cannot possibly paint without my paints. I'm done for. Unless you would be kind enough to locate them? Wouldn't happen to have another set with you? And, nothing you could use instead? My word. Would you really have me scrawl with charcoal like an animal? Damn it. Sure you left them here? Yes, right there. I'd prepared everything. Set it out. Ordered and organized. Might have toppled downhill or something. Fine. I'll take a look around. Hey, ihr Kopf vibriert nicht mehr. I think it is life that imitates art. And not In der Cutscene vibrierte die Adlige hier ja die ganze Zeit schön mit dem Kopf hin und her. Baron de Cordell, for one. Oh yes, that nose. He actually had a mage enlarge it. Ja, ich rate mal, sie sind da runtergefallen, nachdem gewisse Adlige dagegen getreten haben. His cousin. Können wir die Adligen auch einfach den Berg runtertreten? Spilled paint. Reeks to high heavens of turpentine. Footprints. Smudged. Vielleicht auch nicht. Ich möchte die Adligen trotzdem da runterwerfen. Auch wenn sie es nicht waren. Unfreundliches Pack. Hackers. Look like they made off with paint. Jeez. Why? Not bad.
Ja, ich würde sagen, die Necker haben hier ein wenig Höhlenverschönerungsarbeiten durchgeführt. Ein redanischer Felstroll, der eine Adler malen wollte. Ja, oder Necker, die einen redanischen Felstroll malen. Cave paintings. This here looks a bit like a Necker. Big blobs, what? A troll? Neckers depicting their victory over some trolls? That even possible? Necker propaganda? Ja, das hier war das Necker-Propagandaministerium. Leider haben wir gerade das Necker-Propagandaministerium abgeschlachtet. Paints. Don't look ruined. Painter should still be able to use them. Was ich aber gerade mal kurz gucken wollte. Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Oh, Schaden wird um 2 erhöht. Das heißt, wir haben ihn jetzt schon um 2 gelevelt. Spannend. Ist da noch irgendwas Spannendes? Okay. Immerhin ein Silberring. Wenn er schon kein Geld dabei hat. Wieso hat diese Höhle 2 Ausgänge? Weil einer sehr rutschig ist, scheint mir. Found your things. Splendid. Where were they? And... is this all you found? I left so much more. Should have kept it all with you, not left it lying around. Followed some paint tracks to a Necker lair. Seems the beast's made off with your supplies. Used it to paint a fresco on one of the cave walls. Looked something like a battle scene to me. Impossible. They splashed paint on the wall in a rage. Unimportant. In any case, it's a good thing you found the basic colors. Shall we? While waiting, I spied a superior spot. Ich muss ja trotzdem sagen, das waren die Adligen, die es unterwerfen. Ich würde gerne. How fares your health, sir? Consider yourself greeted. Aber man kann sie nicht werfen. Me in peace, Witcher. Ich meine, man kann auf ihn rumtrampeln. Aber man kann sie nicht runterwerfen. We have had fantastic luck with the weather. What? The light is perfect, absolutely perfect. Painting this masterpiece gonna take long? Kannst du das Ziel nicht angreifen? Ich würde ja gerne, aber es lässt mich nicht. A mere 6 hours. The sun won't allow us to work any longer than that. Oh, but the time will fly by. We'll chat, swap tales. Better yet, let me down a potion. Time will definitely fly by in a state of lethargy. No need to swap tales. No. Your expression, your posture, they must be just so. You must look alive with fire in your gaze. Lethargy is out of the question. Come on, give it some thought. You could title the painting, A Witcher Lying Senselessly on the Heath. You jest. A jesting Witcher. Nee, eigentlich war das ernst gemeint. Du gehst mir nämlich hart auf den Sack, der Typ, der... Ich frage mich, was die Pferde hier tun. This the place? Yes.
Just look at the view. Breathtaking. The perfect background for our masterpiece. Pretty, I guess. Now, you must carefully consider in what pose you wish to be immortalized. All right. Considering. Wie hätte denn spontan so schnell diesen Platz gefunden, wenn du jetzt halt wohl in der Höhle warst? Das ist eine sehr gute Frage. All is ready. We may begin. Have you decided on the pose you'd like to adopt? Auf dem Pferd, dann stürzt sich Roach wahrscheinlich den Berg runter. How about I be on horseback? I mean, Roach kind of deserves to be immortalized too. Oh, yes. A horse. Exceptional idea. But I would rather you perch atop Alexander, my mount. I've trained him to pose. Nein. I shall paint in the carcass of a slain griffin later. Now, raise your head to exude pride. Thrust your breast forward. Go on, breast forward. I want to see those hocks extended. Ahem. Is the horse paying attention? May I begin? Or would you rather try a different pose? Mach einfach. Now, if you wouldn't mind, that look you gave me when I first asked you to pose, would you be so kind as to adopt it again? That intense scowl of an angry wild ram about to butt heads. Yes, excellent. Now, hold that. Do not budge. Können wir das Pferd trotzdem in die Lasagne stecken und Roach nehmen? Das wird viel witziger. This gonna take much longer? Not much at all. We'll run out of daylight soon. Please, keep your head still, in the same position. Fine, I'll try. I'll also try to remember to never trust a painter again. Griffin! Yeah, I know. You'll paint one in later. Gods! A griffin! Run and hide. Dearest Mummy! Naja, er hat zumindest ein lebensnahes Beispiel, wie ein toter Griffin aussieht. Wenn das Viech mal kurz stillhalten würde, dass ich es abmetzeln kann. Is it safe? Yeah, come on out. And no wonder no one ever came here. It was a griffin's hunting ground. Oh, that thing scared me to death. Not quite to death. You are alive. Not least because you chose a witcher to sit for you. How's the painting? It survived too? It did. But I cannot show it to you now. I never display unfinished work. You can see it tomorrow, after midday, where we met. I shall display it in the market square. Oof, monstrous beast. Shall we immortalize it in the painting? Sure, Yeah, rein damit. that's at it. Carcass can serve as your prop. Splendid. Interesting color palette. And the textures and the proportions. It will do. Yes, it will do. But I shall paint it in later, in my atelier. There's an excellent illustration in the Encyclopedia Maxima Mundi. I fear this specimen is, well, too far cut and chopped. Ah, very well. That will do for now. I shall polish the details later. No point struggling on in this fading light. Ah, I almost forgot. Payment for your troubles.
And I thank you for saving my life. Though, in doing so, you did also save your likeness. For posterity. Ja, ja, der Greif ist ihm also zu zerhackt. Ja, Entschuldigung. Und wieso liegt eigentlich der Greifenloot nicht beim Greifen, sondern 10 Meter weiter? Und warum ist da ein Toussaint-Reliktschwert drin? Wieso ist da ein Toussaint-Herzogswächter-Stahlschwert drin? Was schon wieder besser ist als das, was ich jetzt gerade trage. Nein, wir bleiben da jetzt bei. Jetzt müsste ich jetzt den Runensteiner wieder rausklappen. Die waren freaking teuer. Und warum liegt der Stroh? Warte, hier war Stroh. Ich sehe keinen Stroh. Ich glaube, ich habe auch keine Maske mehr mit. Wobei. Doch. Ich hätte auch noch eine Maske mit. Ich hatte sogar 2 Masken mit. Also, wir könnten den Dialog auch weiterführen, aber ich befürchte, hier liegt wirklich kein Strom. Warte einen Tag, um das Wildnis zu sehen. Ja, komm, dann... Komm, Plätze. Folge dem Wegesverlauf. Ich weiß, kriegst du eh nicht hin, aber es ist egal. Was ist mit dem Navi schon wieder falsch? Okay, das Witcher-Navi ist... Nein. Anders. Das Navi funktioniert. Genau, wie es immer funktioniert. Nicht. Hängt da schon wieder eine andere Trophäe am Sattel? Lass mich raten, wir hängen gleich wieder an irgendeinem Gebäude fest. Ja, natürlich. Wir reiten wieder gerade genau die gleiche Strecke. Die tanzen immer noch. Okay. Weißt du was, Roach? Bleib einfach hier stehen. Bleib einfach hier stehen. Die 300 Schritte schaffe ich ohne dich schneller. Zumal das Spiel ja wieder hier durch möchte. Was Roach ja nicht kann. The Duchess's champion. Oh, here he comes. A hero. Okay, so wie er klingt, hat er seinen Helm geschlossen. Und rotzt dann aus. Das heißt, er hat sich jetzt gerade selbst in den Helm gesabbert. Das ist schon ein bisschen eklig, oder? So ein ganz bisschen. So, warte einen Tag. Was hat er gesagt? Nachmittag. So, das sieht doch aus wie früher Nachmittag. Gibt alles ein Fetisch. Nice tune. That is the remedy for Toussaint's problems, not two swords. Okay, es ist noch nicht ein Tag vergangen. Gucken wir mal, ob es den Nachmittag taugt. Nein, es muss tatsächlich ein Tag sein. Ist da was? Dann warten wir. Mach mal einen Tag. Dann haben wir den Tag definitiv haben. Oder so. Greetings. Geralt, there you are. So, our painting. Are you pleased? Is it to your liking? Do tell.
klar, passt exakt zu unserem Rüstungstyp. Ungefähr die Rüstung haben wir getragen. Ich sehe nur den Greifen nicht. It's nice. Shows a lot of imagination. Don't recall undressing before posing, though. Some of the other details are a bit off, too. Well, the imagination is an artist's chief tool. Heard the same from a certain poet. He embellishes and invents, chiefly. Perhaps you'd care to buy the painting. Given our rapport, I shall take a loss. For you, I'll part with it. I will, at a special price. Na, sag an. Ein Tausender. Ja, komm, gib her das Ding. Why not? It'll make an interesting memento. Though I'd hardly call the price a bargain. Indeed. Few have the sophistication to appreciate my technique. I sometimes go hungry as a consequence. All right. At least this way I'll be able to control who sees it. Thanks. Jetzt sieht man tatsächlich auch mal den Greifen. Also im Dunkeln sieht man ja nichts davon. Ja, sieht quasi so aus, als ob der Gaul den Greifen gekillt hat. Und ja, das Schwert war in der anderen Hand und war anders nach oben gerichtet. Und das Schloss war irgendwie auch, hätte ich jetzt auch mehr erwartet, aber ist okay. Und irgendwie ist das linke Bein ganz schön lang. Aber nun ja, oder das Pferd ist ganz schön klein. Bild ist schon gut. Ja, hängen wir gleich den Corvo Bianco an die Wand. Das Bein. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen, zum Arzt zu gehen. Wenn das nicht das Bein war. Champion. Hey, der hat wenigstens am Boden gerotzt und nicht in seinen Helm. Ed? Was? Corvo Bianco. Bevor wir es versehentlich verkaufen, klatschen wir es erstmal an die Wand. Muss natürlich irgendwo in den Eingang. Ansonsten wirkt das ja nicht. Ignorieren Tippler. Okay. Haben wir hier noch Gemäldeslots frei? Oder wir hängen es ins Gästeschlafzimmer. Warte mal. Ja, es ist auch nur ein Waffenständer für Nicht-Armbrüste. Oder in das Gästeschlafzimmer. Hier unten war unseres, richtig? Richtig. Wir könnten es auch in unser Schlafzimmer hängen. Ah, wir können die Trophäen aufstellen. In unserem Schlafzimmer der Slot passt, die Position passt nicht. Ah, das ist das beste Schlafzimmer. Naja. Wissen die Gäste gleich, wo es lang geht. So, was tun wir nun? Sehr schön. Wäre ein Gästezimmer frei, falls du eins brauchst. Untersuche das Lager. Welches Lager?
Welches Lager und warum? Am Handelsposten. Aha. Oh, wir müssen auch noch die Kisten hier, also die versteckten Schätze machen. Die hatte ich irgendwie liegen lassen. Und warum ist hier eigentlich so dunkel? Was macht eigentlich unser Hausbewach-Typi? Wenn ich das Feuer an. War jetzt auch geil, so Gästezimmer einfach komplett offen. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, als Gast würde ich mich da nicht so richtig wohlfühlen. Untersuche das Lager mit deinen Hexen. Oh, guck mal, Loot. Na, guck mal, Leichenteile. Ein Gästezimmer ist im Dachboden. Ja. Du kannst auch den Weinkeller haben, aber du weißt, was im Weinkeller von Corvo Bianco abging, oder? Ich weiß nicht, ob das so ein erfreuliches Nachtquartier ist. Egal, Keller ist besser. Okay. Okay. Vorsicht, großerweise Schrecken. Gefahrenzone. Nicht weitergehen. Kompensation für Schäden, Leib, Leben und Besitz bei Graf Borges de Salvares. Says Great White Terror on the contract. Could be the same damn beast as in the notice, though. Man, bled to death. Big beast inflicted these wounds. Clear from the claw marks. Must have a toothy smile, too, judging by what ripped his throat open. Okay. Signs of a fight. Paw prints, beastly ones, that's clear. Just on this spot, though. Aerial attack. Must have been. Draconid. Gotta be. Maybe a basilisk? Except these prints don't belong to any variety I know. Just a little different. Area's dangerous. I'd say there's a basilisk nesting around here. You'd be wise to remain at some distance. Yes, I'm familiar with the matter, and quite proud to say a basilisk does nest here. I look after it personally. Look after it? It's not exactly a pet. Beasts murdering folk who come through here. Just a minute. It does not murder those who do not trespass upon its territory. You post those warnings? Indeed, to prevent anyone from coming to any harm. Well, a lot of good they did. Got a freshly mangled corpse right here. Most likely a merchant, the poor bloke. Just today, I learned 2 traders had chosen this route despite the signs. I came as quick as I could to warn them. Too late, alas. I've instructed my servants. They shall take the body, return it to the family with a generous sum as recompense. Who exactly are you? And how'd you develop such an interest in the beast? Count Borges, happy to be of service. As to the beast, well, this subspecies is our dynastic symbol. The de Salvareses have for centuries signed with the Regulus Platinum. As family legend has it, a female of the species rescued an ancestor, a boy at the time, from a burning building. She took the tyke back to her nest, where she fed him as if he were one of her own youngsters. Malarkey. To be sure, but beautiful malarkey it is.
Claim this to be the last surviving basilisk? How do you figure? The last of this subspecies. Their population was much larger at one time, see? Before the beech forests were felled. Mean to suggest a direct correlation between beechwood forest density and basilisk populations? Indirect, I prefer to contend. Beechwood forests are the chief habitat of roe deer, you see. In turn, a staple of the basilisk diet. When roe deer grew scarce, basilisks made humans their staple food. Enter the Witchers. And thus, we've come to this one last specimen. It's a female. As recently as last year, we still had 2. But Jocast's mate passed on, alas. Jocast? Should she not have a name? My father dubbed her in honor of my dear departed mother. Jocast was brooding then. 2 eggs. That she cast from her nest, alas, when the male perished. Meine Ohren. Ich bin mir da nicht ganz sicher, was meine Ohren da hören. Pay the victim's family's compensation? Why? These lands have been my family's for decades, granted to us by Duchess Ademarta. Beyond them, the basilisk ventures not, hunts not, it does not kill or destroy. Provided it is not provoked. Yet if it does destroy, if it kills, I compensate all for the loss, from my own coffers. Your coffers. Got a store of sons and husbands in there to compensate for those shredded by your beast? Naturally, I cannot revive the dead, but I do make generous restitution to their loved ones. Just last summer, I paid a leather tooler's widow 800 crowns. This unfortunate merchant's family, to be duly indemnified as well. Ah ja, ein Leben sind also 800 Kronen. Da wohl doch Stroh. Warte. Where's the basilisk nesting? Any idea? Of course I have an idea, but you don't really expect me to tell you. Those are not toy swords. I know your intentions. Find it myself then. Easy to track with its distinct paw prints. Mentioned 2 merchants, so I might also look for the other corpse. Naja, wenn er nicht mit uns spricht, suchen wir unsere Lösung halt selbst. Basilisk scales are usually thicker, not nearly so fine. Could be more sensitive to fire, this one. Alas, it is true. Jocast has a terrible fear of fire. She's a highly sensitive creature. Rid your mind of any thought to kill her. You would destroy the last of a species. Busted barrels. Contents spilled all over. Must have been tannin in there. Used to treat leather. Beast smashed the barrels. That's how the scent got on the scale. Yokoko is so very curious. Strong scents especially intrigue her. The barrels, they must have drawn her in. Drawn her to the caravan. Busted barrels slimed with venom. Hallmarks of an attack. Basilisk must have caught the second victim here. Anyway, got 2 scents. Venom and tannin. Ought to be enough to track the beast. Why track her at all? Jocast is protected. Her death would forever destabilize the ecosystem. Who knows what would happen? I see unforeseeable consequences down the line. Simply refrain from provoking her. Harm her not, and she too will leave you untouched. I've long suspected they do it on purpose. Scent their goods. They seek to lure the basilisk to destroy their wares. It allows them to demand compensation from their assurers. Mhm. Hey, Spur, wo bist du hin? Da bist du. Und warum rennt mir dieser Depp jetzt nach? Wobei, dann kann der Basilisk ihn zuerst fressen und dann kann ich den Basilisken entfernen.
the fuck? Diese Spur, ne? Die hat keine Lust, dass man die folgt. Odors dispersed. Seems to be everywhere. Basilisk must be high in the sky. Blood stains. Clear as day. Sense perceptible again. Ach, ist sie? Wo denn? Wo denn? Hier so? Nicht? Okay. Ah, da. Just as I expected. Second victim, but relatively unscathed. Basilisk must have been dragging him back to its nest for later. Dropped him for some reason. Wonder why. Auftrag der Böttcherzunft. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf di Salvarez führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst nach Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Wow. Sagen wir hier nicht in der Geruchsspur? Wohl nicht in die Richtung. Hä? Ey, diese Spur ist wirklich mal... Something, but it's no basilisk screech. Human voices. Yamo, Harry, prepare the equipment. Beast wandered off somewheres. We got to lure it back. And who might you be? Funny. About to ask you the same. They call us the Reavers. Reavers? Wouldn't happen to hail from Crinfrid, would you? Aye, we do. But how's it you know? And again, who the hell are you? Geralt of Rivia. I'm a witcher. Know your brethren in arms. Bohold, Kenneton Desperate, New Boy too. Ah, you're that witcher. Aye, Bohold mentioned you. Said you swing a mean sword. A professional. Good you came along. Could take on the brute together. Talk is the venom's something horrifying. Could use another pair of hands. Ist das blinkende Gebäude da hinten? We'll share What the it fuck? fair and square. You in? Gentlemen, this hurts my ears and pains my heart. You aim to kill your caste? It cannot be. The creature is protected. If you fear to lose the guild's reward, I shall repay it, and reward you doubly to leave the beast be. You cannot slay the last living specimen of a near-extinct subspecies. Willing to pay, are you? Long as we do nothing? That's rather novel. What say you to that, master? Far as I know, beasts culled the human race by 5 already. Beast has to die. We work together, we'll make quick work of it. After all I told you of your caste, you would murder her? Oh, you will regret this, friend. I know folk. I shall tell them you slew the last surviving specimen. Sorry, Master de Salvarez. Actually, not sorry. A monster's a monster. Silvery, plaid, or polka-dotted, last or next to last specimen, doesn't matter. It's a dangerous predator that kills humans. Enough said. Herbalists, alchemists, I know many. They will despise you. I shall tell them of a heartless cur who cares not an ounce for balance in nature.
You shall pay arms and legs for their wares. More! Somebody plug this Lorden's gob, eh? Right, Master Witcher. How do we aim to fight the filth? We've crossbows, comply with bolts while you do the hack and slash, or all go at it as a bunch, blades in hand, fire in our hearts? You decide. You're the one with experience. Ihr haltet euch raus und ich mache den Rest. Use your crossbows, keep her on the ground. Good idea. Do you say her? It's a female, yeah. Hear that, lads? We've a learned Witcher here. 100 spans out, and he spotted what the lizard's got between its legs. Right now, lads. You've heard the specialist. Ready your crossbows. All good and fine, but the monster's not in its nest. Gotta track it down first. Not at all necessary, Geralt. We looked into it. Gave it a think. Traders use tannin to lure the beast. Who says we can't do the same? You got any tannin? Came into a bit, aye. Here, willing to do the honors? Klar, lass einfach aufs Nest kippen. Fällt dem Vieh bestimmt nicht auf. There. Grab your bellies! Shoot the bitch down! Hier. Herzlich willkommen zum Basilisken umklappen. A stroke like that. To fight at a true Witcher's side. Prime the way you swung that razor, mate. Mentioned some fee from a guild. I hear you right? Ha! Witcher drives right for the gut. A professional, right thorough. Your share, friend. Every last copper as we agreed. Agreed? We'll collect us a few of them silver scales and a tail. Proof for the guild, right? And we'll get word of you to some folk. Merchant folk, meaning. They ought to treat you right. Thanks, and farewell. Ja. Basilisk beat. Auch da steckt schon wieder ein Schwert drin. Gut, er kniet noch daneben und wir nehmen unser Messer und säbeln den Kopf ab. Okay. Whatever. Jetzt ist es ein wenig kopflos. Lass mich raten, die Trophäe wurde wieder stumpf ausgetauscht und ich habe jetzt die Silberbasilisk-Trophäe. Ja, aber ich will meine Gorgo-Trophäe behalten. Punkt. Ende. Keine Diskussion. Ja, das tut die. Und selbst. Minus 32.023 Grad. Schöne Zahl. 32023. Und ja, irgendwann muss ich mir vielleicht doch mal überlegen, was ich damit mache. Oder wir machen einfach hier draus Ende.
Freezing Hell mit Minustemperaturen. Und lassen das einfach so. Warum ist es in der Hölle so kalt? Ja. Eigentlich sollte das dazu dienen, halt so ein paar Punkte zu versenken und die Hölle zu heizen. Leider wird sie schneller kalt, als sie wieder geheizt wird. Und inzwischen, ja, kommt man nicht mehr dagegen an. Weil inzwischen sind wir bei minus 32.000 Grad. Entschuldigung, minus 31.965 Grad. Ihr seht schon, dass ihr alle zusammen nicht genügend Punkte habt, um das auszugleichen. Tut's nicht. Spart eure Punkte. Das hat keinen Sinn. Okay, Chat. Wie schnell wird es denn kalt? Viel zu schnell. Ich habe tatsächlich keine Ahnung mehr, was ich da damals gebaut habe. Aber ja. Okay, Lia sieht das einfach mal als Challenge. Warte, nicht genügend Punkte, das beweise ich anders. Klick, klick, klick. Respekt, ihr habt schon um die 1000 Grad geschafft. Jetzt sind die Punkte alle. Ey, wie viele Punkte hast du da gerade durchgeheizt? Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 17-isch, 50.000, 85.000 Punkte. Okay. Und einen schönen guten Abend, Tera. Herzlich willkommen und ja. Okay, wie viele Punkte habt ihr jetzt insgesamt durchgefeuert? 35.000? Mal 5.000? Nee, 17. Die haben den Bong-Sound abspielen, keine Punkte. Okay. 17 Mal. Insgesamt, ich habe keine Ahnung. Wirtschaft hat noch Punkte. 16. 33. Und 165.000 Punkte. Für wie viel Grad? Knapp 2000. Na, ich glaube, das lohnt mit Punkten nicht. Nein. So, wenn wir das mal hochrechnen, das habe ich gerade gesagt, 165.000 für knapp 2000 Grad. Also nur noch so 2,64 Millionen Punkte, um auf Null zu kommen. Hier für ein gratis absparen oder was? Die glaube ich schön selbst. Ja, ich weiß doch auch nicht. Ja, da muss mal resettet werden von der Temperatur. Ja, ich fürchte auch. Und ich muss mir vor allem überlegen, wie ich diesen Temperaturmechanismus mal sinnvoller mache. Weil, nein, verschärft. Nein, aus. Pfui. Du hast keine 2,64 Millionen Punkte. Lucy spielt dein Spiel auch so. Genau das. Die Null hinten dran. Nee, ich denke, keiner wird irgendwas, also
Ich meine, Viginox war knapp vor 1 Million und Viginox müsste so ziemlich mit die meisten Punkte haben. Ich glaube... Warte mal, wir hatten doch eine Zusammenfassung in der letzten Jahreszusammenfassung. Die ist jetzt ein Jahr her. Aber da wurden 2 Millionen Punkte im kompletten Jahr auf alle verteilt. Deswegen, ich denke nicht, dass irgendwer um die 2 Millionen Punkte haben hätte. Haben könnte. Hätte. Hat. Whatever. So, das ist nur noch Gwent. Ab zum Kämmerer. 1600 Schritte. Ja, das mag alles passen. Gemeinsam sind wir stark. Ja, aber wollt ihr wirklich die Punkte dafür verbraten? Nicht irgendwie, keine Ahnung, wenn es wieder eine Community Challenge gibt, da reinwerfen? Das ist doch viel sinnvoller. Ja, ich weiß auch nicht, was ich als Community Challenge machen will. Es wird auf jeden Fall nicht nochmal Dark Souls 3 spielen. Die Challenge ist ja beim letzten Mal durchgegangen und dann ist Dark Souls 3 erneut gestolpert. Das machen wir definitiv nicht. Horror ist für mich auch keine wirkliche Challenge. Dann DS2. DS was? Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Okay, blöderweise habe ich es. Aber das gibt's trotzdem gar nicht. Aber ich weiß nicht, vielleicht würde ich ja mit 2 besser klarkommen als mit 3. Ich kam ja auch mit 1 besser klar als mit 3. 1 habe ich ja im Stream durchgespielt. Also auf einen Boss. Für den ich die Zugangsvoraussetzungen nicht hatte. Warte, hier ist ein Durchgang? Ja, hier ist ein Durchgang. Wir müssen noch eben mehr Horror spielen. Ich meine, nach Witcher kommt ja Little Nightmares, aber Little Nightmares ist ja nicht wirklich Horror. Also zumindest meiner Meinung nach. Das ist ja auch das beste Fußig, oder? Ich hab vorhin schon gesehen. Der könnte unter Umständen hier sein. Alter, quatsch nicht alle durcheinander. Fresse jetzt. Greetings, brave hero. I am Raphael de Serman, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Tusa from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a heads, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Speaking of payment, my clerks have brought word of heroic deeds on your part. Please accept this compensation for your toil, good sir. Ich wollte gerade sagen, warte, Hanse müssten wir 3 oder 4 niedergemäht haben. Ritter gerettet haben wir auch diverse. Wir beenden mal kurz den Dialog. Ich will wissen, wie viel ich gekriegt habe. Go in peace for a night. Es sind gerade 15 Aufträge durchgelaufen. War das jetzt 1500 für einen oder waren es jetzt 1500 für alle? Das waren jetzt 1500 für alle. Typ, du zahlst Scheiße. Ich habe gerade für 15 Aufträge, die dann mal eben kurz rechts durchzielten, 1500 Kronen gekriegt. Das ist immer ganz schön scheiße. Doppelschild. Bloodborne? Geht nicht. Hab keine PlayStation. Wouldn't mind a glance at your books. Ones you're willing to sell, that is. Mal verkauft. Bücher. Plunder. 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 Plunder.
Plunder, Plunder, Handwerkszutaten, Handwerkszutaten. Okay, er hat ein paar Handwerkszutaten, ansonsten verkauft er Müll. Cool. Aber du hast 700 Kohlen. Das ist schön. Und wenn du Müll verkaufst, kaufst du auch Müll. Voll gut. Mann, nimm das nächste, was verkaufbar ist. Wenn du immer noch Kohle hast, hier ist eine Trophäe. Viel Spaß damit. So. Schatz. Well, see you later. Go in peace, Fair Knight. Oh je? Wieso oh je? Wegen des Blackburn-Vorschlags? Ja, der wird leider nicht funktionieren, weil, wie gesagt, ich habe leider keine Playstation. Das tut mir jetzt wirklich leid und leider werden wir das Spiel nicht spielen können. Und wenn ich so an gewisse Clips bei gewissen Streamern wie oder Jule denke, aus ihren Bloodborne-Runs, bin ich vielleicht auch ein bisschen froh, dass ich traurigerweise kein Bloodborne spielen kann. Gewinnt-Turnier, gewinnt. Nö. Okay, wir haben nur noch Hauptquest. Es sei denn, hier sind noch Ausrufezeichen. Hatte ich die eingesammelt oder hatte ich noch nicht eingesammelt? Hatte ich scheinbar eingesammelt. Wir haben keine Ausrufezeichen mehr. Wir können nur noch Hauptquest machen. Okay, und wir müssten nochmal hier den Schatz holen. War das der einzige, den ich noch vergessen habe? Dann... Ja, da mal ein Dingsy hin. Mal kurz gucken, ob ich noch irgendwo Schätze einfach angetatscht und liegen gelassen habe. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, was ich irgendwie als Challenge machen sollte. Das sieht auch nicht fertig aus. Ich glaube, da sollten wir nochmal hin. Ich dachte eigentlich, Monsterlager war ich mit durch. Ich dachte, ich habe eigentlich nur noch 2 Schätze offen. Den einen Schatz scheine ich schon geholt zu haben. Den finde ich nämlich nicht wieder. Genau, eigentlich sollte das Monsterlager nämlich so ausgegraut sein wie das da. Dann müssen wir das auch noch einmal räumen. Okay, dann machen wir jetzt einmal kurz die beiden Dingsies hier weg. Das sollte beides relativ schnell gehen. Das ist ein versteckter Schatz, den müssen wir einmal ganz kurz suchen und dann ist er weg. Das Monsterlager sollte auch nicht allzu viel Stress machen. Und dann machen wir Hauptquest. Oh mein Gott. Keine Schnellreise möglich. Wieso? Wo stehe ich denn? Ja, toll. Ist das jetzt markiert? Und wenn nein, warum nicht? Danke. It is right and fitting, Witcher, that the Duchessa summoned and you came. Ich weiß auch nicht, ob generell Souls eine gute Idee sind. Aus Gründen. Also ja, es wäre definitiv eine Challenge. Ich weiß nur nicht, ob sich das irgendwer antun will. Für uns wäre das schon eine gute Idee. Ja, das ist halt die Frage. Wäre das für euch wirklich eine gute Idee? Wo ist mein Marker? Lass mich raten, der eine Marker liegt unter dem anderen Marker. Nee. Hä? The fuck? Spiel? Also irgendwann hatte dieses Radar da oben auch mal eine Anzeige für die
Marker, die man setzt. Man konnte nicht nur nach... Richtig auf Norddings? Nö. Devs, ich habe einen Bug gefunden. Na, was haben wir? Burgers. Jetzt ein Baguette. Bitte teleportieren Sie sich nicht durch mich durch. Das ist nicht nett. Ich meine, ich hatte schon so ein paar Souls noch auf der Liste, die ich eventuell noch spielen wollte. Aber wie gesagt, will man sich das wirklich antun, das bei mir zu gucken? Ich weiß nicht. Alistair Kerner Vons Tage. 26. Juli. Wer weiß nicht, wo er graben soll, fragt am besten die alten Waschfrauen oder die alten Männer, die an der Straße sitzen. Die wissen alles. Ja, ich weiß. Natürlich bedarf es großer Geduld und man muss die Spreu vom Weizen trennen. Aber es gibt keinen besseren Weg, um sich über die örtlichen Legenden schlau zu machen. So haben wir Fuchstal gefunden, wo angeblich Tontöpfe aus dem Boden wachsen. 28. Juli. Wir haben bei Fuchstal den Teil eines Weinguts ausgegraben. Aber was wir da fanden, waren keine Tontöpfe, sondern Urnen. Elfenurnen. Es sieht ja ganz danach aus, als sei das Dorf auf einem antiken Friedhof der Enshade, glaube ich, war das, erbaut worden. Dieser Friedhof stammt nach meinem Dafürhalten aus der Zeit, als die ersten Menschen herkamen. Die Gräber sind wohlmöglich voller Schätze. Die alten Elfen begruben ihre Toten mit vielen Kostbarkeiten. Wir haben schon ein paar Schmuckstücke ausgegraben. Wenn wir tiefer gehen, finden wir gewiss noch mehr. 12. August. Heute haben wir einen Ausflug an einer neuen Stelle begonnen. Matthias fand eine herrlich verzierte Kamie? Was auch immer eine Kamie ist. Im Boden, als er sie greifen wollte, merkte er, dass ein Skelett sie in den Knochenfingern hielt. Anselm begann, ihn aufzuziehen, aber das Lachen verging ihm rasch. Das Tal steckt voller Elfenskelette. Männer, Frauen, sogar Kinder. Die Knochen lagen chaotisch, Köpfe und Gliedmaßen fehlten. Kinder waren der Brustkorb zertrümmert worden. Was war hier geschehen? 14. August. Eine weitere schlaflose Nacht. Blutschreie, Heulen. Ich wache schweißgebadet auf und sobald ich eindöse, geht es gleich wieder los. Ich ließ meine Begleiter ein tiefes Loch ausheben. Da hinein werfen wir die verfluchten Kamee. Sie gehört in den Boden zu den Toten. Was ist ein Kamee? 16. August. In der Nacht ist Matthias verschwunden. Niemand hat ihn das Lager verlassen sehen. Anselm sagt, wir sollen seinem Beispiel folgen und fliehen, solange wir noch können. Doch ich kann nicht einfach so gehen. Das Tal ist voller Gebeine. Anselm schrie mich an, nannte mich einen Irren. Doch ich muss jemandem sagen, was wir gefunden haben. Angeblich hält sich eine Gruppe Archäologen von Castel Graupian bei den Thermes-Ruinen auf. Der Rest ist blutbefleckt. Ja, ja. Das kommt davon, wenn man Gräber ausbuddelt. Dann grabbeln einem halt auch mal Elfenskelette an den Dingen rum, die man da ausbuddelt. Och nö. Nur kleine Elfen und auch kleine Skelette. Geht weg. Man kann es töten, auch wenn es keine Lebenswirkung hat. Ja, habt ihr Loot? Dieses Lager hat erstaunlich wenig Loot. Das beantwortet auch nicht die Frage, was ein Kamee ist. Ist das da ein Kamee? In der älteren Rede verfasster Brief.
Ah, wir können jetzt seit neuestem scheinbar die ältere Rede einfach fließend lesen. Sei gegrüßt, liebe Mutter. Ich schreibe dir, wie versprochen, kurz vor Midnight. Whatever. Hoffentlich erreicht dich der Brief bei guter Gesundheit. Hier ist seit deinem Fortgang nicht viel Erwähnenswertes geschehen. Entgegen deinen Warnungen kommen wir gut mit den Menschen aus. Es ist faszinierend, wie besessen sie vom Tod sind. Dingster, stell dir das vor, hat Dingster gestanden, dass sie in den Müllersohn Arnor verliebt ist. Ich persönlich habe dagegen nichts einzuwenden. Doch bei dir in Dol Blatana wäre derlei undenkbar. Neulich besuchte ich das Grab von Dingster. Ja, ich weiß, das hättest du nicht gut geheißen. Seit wann scheren sich die Aensade um die Gräber ihrer Lieben? Doch unter Menschen zu leben bedeutet zwangsläufig, einige ihrer Gebräuche zu übernehmen. Jedenfalls erfuhr ich dort, dass die Menschen bei Krevan Khan ein Dorf bauen wollten. Schwierig. Mir persönlich macht das nichts aus, aber Dingster, du kennst sie ja, schrie Zeta und Mordio, das sei eine Entweihung und sie hätten einen der zahllosen wunderbaren geeigneten Orte erwählen können, statt ausgerechnet diesen. Ich hoffe, dass sich das nicht zu einem größeren Konflikt auswächst. Wir haben es hier so gut. Rest des Briefs und jetzt habe ich. Ich brauche einen Vorleser, der älteren Sprache mächtig ist und Elfennamen der Aenshay Elfen aussprechen kann. Ich nicht. So, das war der eine. Kommen wir zum nächsten. Der Marker fehlt immer noch. Warte mal kurz. Gespeichert. Wir laden ein. Wir laden einfach mal ganz kurz unsere Schnellspeicherung. Eventuell haben wir danach wieder Marker. Und Lebensbalken bei Gegnern. Hey, wir haben wieder Marker. Voll gut. So, wo ist denn der nächste? Einfach der Straße hinter mir folgen. Dann kommen wir zum Fuchstalmark. A bosom in the hands, worth more on a wench. Endlich wieder in Karlsruhe. ICE war heute super voll. Die haben ein paar Leute einfach erste Klasse gelassen. Für die angenehmste Fahrt so lange. Einen schönen guten Abend, Fähre. Und, GG? Oder so? Also, dass du wieder in Dings bist und wieder an deinem Rechner bist und Dinge? Also der ICE nach Berlin war immer, alle sitzen irgendwo im Gang rum und auf den Treppen und überall und... Beg your pardon? Da wurde niemand in die erste Klasse gelassen. Im Gegenteil. Da musste sich der arme Schaffner dann den Weg durch die Menschenmassen durchbahnen. Könnten Sie mal kurz beiseite gehen? Geht nicht. Dafür müsste ich erstmal 3 Leute aus dem Zug rauswerfen. Aber ich muss hier durch. Ja, aber geht nicht. Ja, aber doch. Ja, das ist doch die Höhle, in der wir schon 35.000 Mal waren und... Was haben wir denn hier drin übersehen? Also wir waren mindestens 2-mal schon hier drin. Das ist die Höhle mit der heißen Quelle. Und, haben wir eigentlich irgendwo da? Ein bisschen Katze. Erste Klasse kannst du dich gewöhnen. Ja, vor allem ist die meistens relativ ruhig, oder?
Toll, ein Nilfgaardes Schlangenschwert. Hä? Bei so einer Wiegefahrt kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man sich daran gewöhnen kann. Liebe Martina Kriska, Gratulation zur Aufnahme in die Kaiserliche Akademie von Castel Graupian. Gewiss wirst du bald zu den vorzüglichsten Gelehrten dieser Institution zählen. Doch ehe du nach Nilfgaard aufbrichst, möchte ich, der alte Viktor Monat, dich um einen kleinen Gefallen bitten. Du kennst meine Söhne. Als Kinder habt ihr miteinander gespielt. Du weißt also, wie schwierig es ist, sie zufrieden untereinander anzuhalten. Ich spüre in meinen Knochen, dass ich dieses Tal der Tränen bald verlassen werde. Doch ich muss mit schweren Herzens gehen, da ich weiß, dass August, Hugo und Lucien einander noch in der Stunde meines Todes an die Gurgel gehen werden. Ich habe meine Brennerei daher in 3 Teile zerlegt und bitte dich, meine liebste Martina, diese Teile vor meinen Söhnen zu verstecken. Vielleicht kann ich die gemeinsame Suche nach den Teilen des wohlstandsverheißenden Apparats miteinander verbinden und diesem tödlichen Zank ein Ende machen. Ich habe zu deiner Entschädigung einen bescheidenen Geldbeutel beigefügt. Ich wünsche dir viel Glück. Die Abenteuer von Stachli und Franconi dem Wicht. Zur Hölle bin ich lesend. In einem kleinen Erdhügel in der Nähe des Vermentino-Weinguts lebte einst Franconi der Wicht. Der liebenswerte Wicht verbrachte seine Tage im Erdhügel und kochte verschiedenste Suppen. Nicht, dass er Suppen so gerne aß, aber sie waren nun einmal die Leibspeise von Stachli, seinem Bargästhaustier. Und so saßen sie Seite an Seite. Franconi der Wicht und Stachli kochten Suppen aus zerfallenen Knochen, verwelkten Kräutern und bereiteten eine Nagelsuppe zu, wenn sie Metall fanden. Eine wahre Delikatesse. Eines Tages hörte Franconi, wie sich 2 Totengräber über einen reichen Mann unterhielten, der verschiedenste Käsesorten in seinem Keller aufbewahrte. Eine Käsesuppe klang an Franconis Ohren nach einer ganz besonderen Leckerei. Also schlich sich der Wicht in den Keller des edlen Herrn und stahl das größte Käserad, das er dort fand. Als er nach Hause kam, schmolzte er den Käse langsam in seinem Lieblingstopf. Der Gestank war so schrecklich, dass Stachli davonrannte und sich weigerte, in den Erdhügel zurückzukehren. Zu allem Übel durchdrang der Käsegeruch alles, sodass Stachli und Franconi der Wicht ihre 7 Sachen packten und auszogen. Die Moral von dieser Geschichte ist einfach. Wenn du eine Käsesuppe kochen willst, dann nimm auf keinen Fall Blauschimmelkäse. Alter. Okay. Okay. Wow, und jetzt ist das Ding abgehakt. Wirklich, wir haben einfach irgendwas nicht gelootet gehabt. Wahrscheinlich die Leiche hier. Oh. Magic. Ja, wir hatten schon. A place of power. Aber hatten wir die schon? Ich glaube nicht. Ja, damit. Wer zum Henker kommt denn auf die Idee, eine Käsesuppe aus Blauschimmelkäse zu machen? Frage für mich. Ja, jetzt können wir nur noch Minecraft machen. Es ist nichts mehr offen. Nichts. Wir haben alles gemacht, was auf dieser Karte möglich war. Also zumindest bis jetzt. Manchmal kommen ja im Progress der Main Quest noch wieder Dinge dazu. Oh, thumbs today. That Gwent will be the end of me. I've lost the game. Come evening, I'm off to the bells, quick as a flash. Away, chasers, a war. Just yesterday, they were fighting like cats, and today,
So, dann gucken wir mal, was so auf dem Friedhof los ist. Gegner ein Schild trägt, versuche ich von hinten oder mit einem A-Zeichen zu treffen. Nein, wirklich. Darauf wäre nun wirklich niemand gekommen. Aber wir sind schon bei 6 von 20. Regis. Couldn't have picked some other place to meet. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be. Gotta be another way in around here. Ja, lass mich raten. Da, wo die ganzen Viecher sind? Wir speichern. Jetzt verbindet sich das Vieh und platzt erstmal schön mit Giftspuren in unsere Frau. Was liegt hier noch? Ja, ich wollte nicht mal looten. Danke. Oh, ein Kikimora-Arbeiter. Kikimoras. Victuals are plenty around here. Hallo? Spiel? Ich würde gerne mitspielen. Und nicht nur zocken. Aber wir können nicht. War eigentlich schon bei wir fackeln die Eier ab. Ja, egal, Hauptsache die Viecher kommen nicht wieder. Der darf das immer ganz kurz komisch riechen. Ich glaube, das Arendite hat gerade schon wieder gelevelt. 8. Okay, es hat gerade schon wieder zweimal gelevelt. Erstmal die Höhle einditschen. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Dettlaff wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way.
Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. It's Dettlar's hand, without a doubt. It will do splendidly. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für deinen Raid. Hallo Nox. Hallo Flu. Hallo Dominik. Herzlich willkommen in der Hauptstory des 2. DLC von Witcher. Wie war euer Stream? Was habt ihr gemacht? Hallo zurück. Ihr habt gut bei Deponia gespielt. Und wie verzweifelt bist du am Point-and-Click? Meine Hauptfrage bei Point-and-Clicks, weil ich verzweifle vollständig dran. Oder ich würde vollständig dran verzweifeln. Weil wenn mir das Spiel beim 35. Versuch, Dinge miteinander zu kombinieren, sagt, hey, das ist ja auch ganz schön dumm. Nee. Ja, toll. Ja, wer mich nicht kennt, ich bin Luzi. Ich spiele hier gerade Witcher. Das war der offensichtliche Teil. Ansonsten irgendwas mit Variety Gaming. Ja. Und so. Ein wenig Deponia gespielt, viel über Off-Topic-Kram geredet. Baldur's Gate, Final Fantasy etc. Also ein Chatting mit Game Background Stream. Off-Topic? Wir? Nie. Dann ist ja gut. Ja, wir unterhalten uns ja auch immer nur exakt über das Spiel und kein Mühe am Spiel vorbei in irgendein anderes Thema. Niemals. Auf gar keinen Fall. Glaube ich. Vielleicht. Na, okay, manchmal. Vielleicht schon. Ich habe ich auch nie gebacken bekommen, mal zuschauen geht klar. Ja, zuschauen kann ich. Wobei irgendwann, wenn ein Streamer komplett verzweifelt ist und einfach nur noch alles mit allem kombiniert, denkt man sich schon, warum tue ich mir das eigentlich gerade an? Du hast jetzt Objekt A mit Objekt C schon 37 Mal versucht zu kombinieren. Das Spiel hat dir 37 Mal gesagt, nee, das ist ja eine dumme Idee. Nun lass es doch einfach. Klick, klick. Nee, das ist ja eine dumme Idee. Jetzt kam ein kleines Rätsel, das ich schnell gelöst habe. Ich dachte, dass ich dafür länger brauche, zu doof bin, erstaunlich einfach. Sah aus, als wüsste ich, was ich tue. Aha, aha. Also das typische Problem bei Streamern. Du hast das Spiel vorher schon mal gespielt, hast dir die Lösung aufgeschrieben und hast einfach nur so getan im Stream, als ob du das Spiel noch nicht kennst. Kein Scherz, ich habe diese Unterstellung schon diverse Male gehört. Bei verschiedenen Streamern. Die das Spiel zum ersten Mal gespielt haben und einfach, keine Ahnung, durch Glück die richtige Lösung gefunden haben. Also du hast das Spiel ja schon mal gespielt und tust nur so, als ob du es noch nicht kennst. Ja, nee, ist klar. Persönlich die Unterstellung noch nie gehört. Respekt. Respekt. Das ist genau das, was ich anklicke und immer wieder wiederhole. Camp scheint übrigens 0,5 Sekunden neben dem Ton zu liegen. Spannend.
Sehr spannend. Hörte ich tatsächlich beim letzten Mal schon. Ich habe nicht nach Ton-Synchronität geguckt. Aber warum? Ist nicht lippensynchron. Aber warum? Muss ich mir mal angucken. Danke für den Hinweis. Muss ich mal nachher reingucken. Muss ich dann mal eventuell anpassen. Aber eigentlich... Das geht nicht über den Soundweg, der immer verzögert ist. Oh. Ich glaube, deine Ohren sind einfach nur langsam als deine Augen. Oh. Ah, warte mal, wenn der Ton hinterm Bild liegt. Das wäre seltsam. Das wäre sehr seltsam. Das kann eigentlich nämlich nicht sein. Oder das sollte nicht sein. Aber nun ja. Ich gucke einfach nachher mal in die Quellaufzeichnung. Ich habe aber drauf, vielleicht bin ich über mir. Ja, wie gesagt, ich werde einfach nach dem Stream mal in die Quellaufzeichnung gucken. Eventuell versaut auch irgendwie das Transcoding das Ganze noch. In Augen bringt doch kein Flash mehr Platz. Ja, wir fragen einfach mal, wozu man eine Hand braucht. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy of Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here. Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I, in turn, gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. Can't you just summon Dettlaff? You're both hired vampires, there's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Okay. Look, einen schönen Sonntag allen gewünscht. Einen schönen guten Abend, Hellas. Und vielen Dank für den Log. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare.
There's Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. The spotted white saliva would also serve, but they were culled to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? So, think you've set a nice little trap for me? Sorry. Want to get me to confess? Gonna have to try harder. I love a challenge. In that case, my ears are cocked. What must I do? How about you get the ball rolling? Reveal one of your secrets. Vampires, intriguing creatures, must lead fascinating lives. Anything in particular interest you? Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand or move on my own. Dettlaff bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. What of you? Where have you been? Ever find your Cirilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back. Defeated the Wild Hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well-founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Dettlaff, I might have drowned in an eternity of icy terror. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know.
Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Got a new life, new body. That give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Dettlaff recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. Mhm. Das heißt, jeder Vampir, den wir in der Zeit jetzt umgelegt haben, könnte von einem höheren Vampir wieder aufgeweckt werden. Cool. Das hat sich ja richtig gelohnt. Nicht? All right. Give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a Witcher? Würde Geralt beim Wiederauferstehen wieder ein Hexer werden? Ich meine, bei Lambert, nee, bei Lambert wissen wir es. Der verflucht sein Hexerdasein und würde niemals wieder ein Hexer werden wollen. Ich glaube, Geralt hat in der ganzen Zeit nicht wirklich irgendwas dazu geäußert. Er nimmt einfach hin, dass er ein Hexer ist. Meckern bringt mir auch nichts. Ja, Lambert auch nicht, aber der meckert trotzdem. Aber ich erinnere mich tatsächlich so über das komplette Spiel nicht daran, dass Geralt jemals irgendwas in diese Richtung gesagt hätte. Ob er irgendwie bereut, dass er ein Hexer geworden ist oder nichts. Sondern es ist einfach Fakt, er ist ein Hexer. Lambert ohne meckern wäre auch nicht Lambert. Das ist richtig. Das ist korrekt. See, Regis.
I'd know how to be anything else. Ever tried? Seer determined to get an answer, to find out if I like being a Witcher. Just refused to ask directly, as always. I like being on the path. Like picking up a lead, a trail. I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Yeah, not something I think about much, but I like being a Witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Jetzt würde mich tatsächlich die Antwort bei Nein interessieren. Weil das bei Ja war jetzt eine schlüssige Antwort. Ist die Frage, würde er eine genauso schlüssige Antwort bei Nein geben? Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse, in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Oh boy. Und wie biegst du, Torix? Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse. Yep. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend.
Oh boy. Oh boy. Müsste ein verfluchtes Wesen sein. Nein, es ist nicht. Arschspore ist ein verfluchtes Wesen? Was? Verfluchte Pflanzen, die im Boden gedeihen, im Blut von Sterbenden gedüngt wurden. Okay. Das ist doch kein Vampir. Das ist ein Relikt. Nein. Ah, das ist ein Nekrophag. Spannend. Realistischen World War II Shooter gespielt. In welchen? Die beste Verteidigung gegen Fleckenwichte besteht in Ruhe und Stille. Abhandlungsfragment über Fleckenwichte von Roderick Gilligan. So, gute Nacht, Luzi und Chat. Viel Spaß noch. Morgen einen schönen Wochenstart. Lisa, vielen Dank, dass du dabei warst. Dir vielen Dank nochmal für den Raid. Dir eine gute Nacht, einen guten Wochenstart. Lass dich nicht ärgern und bis später. Fleckenwichte sind eine von Hexern praktisch ausgerottete Unterform der Wichte. Sie sind größer als ihre fleckenlosen Verwandten und verdanken ihren Namen den zahllosen Flecken und Absonderungen ihrer Haut. Fleckenwichte leben meist auf alten Friedhöfen fernab der Wildnis. In der Wildnis. Es kommt jedoch auch vor, dass sie in verlassenen menschlichen Behausungen unterkriechen. Ihre größte Leidenschaft besteht darin, sich aus ihren eigenen Absonderungen eine Suppe zu kochen. Irrs. Wenn man sie nicht stört, sind sie nicht sehr aggressiv. Fühlen sie sich allerdings bedroht, können sie sehr gefährlich werden. Bei tiefen Temperaturen fallen sie in eine Art Winterstarre. Manche sagen, Hexer hätten eine todsichere Art gefunden, Fleckenwichte zu überwältigen. Sie sollten etwas mit dem klugen Einsatz des Irdenzeichens zu tun haben. Aber vielleicht ist das auch nur Hexergarn. Mhm. Spannend. So, wo werden wir denn jenen Fleckenwicht antreffen? Weit ab jeder Schnellreise-Gedöns. Pferd. Komm mal her. Pferd wickelt sich erstmal wieder um den Baum. Und bringt sich beim Sprung über den Stein fast um. Und backt auf der Brücke fest. Ja, alles behalten. Alles normal bei Plötze. Komplett defekt. Und das Navi hat auch einen Knall weg. Guests. Never a good omen. Beim ersten Mal, als ich hier war, also damals beim ersten Playthrough, haben die Barats mich hier richtig zerfetzt.
bin ich hier richtig abgekratzt. Ich glaube, 3 oder 4 Mal haben die mich in Folge erwischt. Gut, ich glaube, da hatte ich auch noch bei weitem nicht die Ausrüstung, die ich jetzt habe. Regis's raven wasn't lying. Spoons all over the place. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. The pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Leckiges Tagebuch. Also jetzt seit Tagen Schwindelanfälle. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wenn das so weitergeht, muss ich meinen Kräuterkundler aufsuchen, obgleich ich Zauberei nicht ausstehen kann. Schwindelanfälle haben nicht nachgelassen. Jetzt sind auch noch Schmerzen hinzugekommen. So stark, dass ich manchmal nichts mehr sehen kann. Ich war bei der Kräuterfrau, eine abstoßende alte Hexe, die mich angaffte, als hätte sie ein Monster gesehen. Sie gab mir irgendein verfluchtes Gebräu, das ich nun 2-mal täglich trinken muss. Es hilft kein bisschen. Heute blickte ich wie üblich in den Spiegel. Was ich da sah, machte mich sprachlos. Ich suche immer nach Fältchen oder Augenringen. Doch heute, ich wünschte, es wären nur Fältchen. Mir wachsen Haare auf den Brüsten. Es ist abscheulich. Das muss an diesen verdammten Kräutern liegen. Ich ging zur Kräuterfrau, um sie zu verprügeln, aber ihre Hütte war verlassen. Sie muss gewusst haben, was mir bevorsteht und das weitergesucht haben. Meine Familie schöpft allmählich Verdacht, obwohl ich das Haar zurückschneide, das immer schneller wächst. Ich versuche, den Gedanken nicht zu denken, aber ich schaffe es nicht mehr. Vielleicht waren es gar nicht die Kräuter, sondern ich bin von diesem alten Bettler verflucht worden, den ich einst verjagen musste. Ich muss es herausfinden. Ich muss jemanden anheuern, der die Kräuterfrau findet. Ich kann nicht denken, kaum schreiben. Einsamkeit, keine Familie. Essen, ich will essen. Kein guter Löffel, leere Löffel. Nichts zu essen. Es tut weh. Spiegel, Lügen, nein. Poor girl. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Spoon's incredible. Craftsmanship must have graced a rich man's table. Klar, lass noch mal ein paar Löffel looten. Smashed mirror, as if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? No spoon you have shall say to you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. The spoon key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. Hiermit ist zertifiziert, dass das Auktionsobjekt ein antiker Löffelschlüssel gefertigt 1210 in der Werkstatt Christophersen und Söhne, Eigentum von Smirgol Serkens ist, Besitzer der Fasanerie. Ja. Aber nein. Das machen wir, nachdem wir mit diesem Löffel hier durch sind. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred.
nachdem wir diese Löffelei hier ausgelöffelt haben. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Mhm. Verrottender Brief. Lieber Meister Levasieux. Ich weiß, was du seit Jahren dein Auskommen mit der Jagd auf Gesetzlose verdienst. Ich hätte einen ungewöhnlichen Auftrag für dich. Vermutlich wunderst du dich, dass ich dich hier herausbestellt habe, ohne selbst anwesend sein zu können. Leider ist meiner gegenwärtigen Lage jede Art von Treffen sehr riskant. Weniger für mich als vielmehr für denjenigen, mit dem ich mich treffe. Abgesehen davon ist dies der Kern der Sache. Auf mir lastet entweder ein Fluch oder, was ich hoffe, daher wende ich mich an dich, die Nebenwirkung einer Medizin, die ich vor einiger Zeit von einer Kräuterfrau erhielt. Das Problem ist, dass sie kurz nach meinem Besuch bei ihr spurlos verschwunden ist. Es ist mein verzweifelter Wunsch, meinem Gebrechen auf den Grund zu gehen, daher heuere ich dich an. Du sollst eine gewisse Frau finden, die in dieser Gegend die Kräuterkundige war. Wenn du das schaffst, so musst du möglichst viel über die Medizin herausfinden, die sie mir gegeben hat. Wenn mein Leiden ihr Werk ist, so beschaffe ein Gegengift bei ihr. Du sollst es nicht bereuen. Ich bin wohlhabend und werde nicht geizen, wenn ich deine Dienste vergüte. Wenn mein Zustand nichts mit ihren Machenschaften zu tun hat, dann lass sie gehen. Denn dann bin ich in den Fängen eines fürchterlichen Fluchs, von dem mich nur die Götter befreien können. Und den ein gewisser Bettler gewirkt haben muss, der eines Abends zum Anwesen kam, als ich gerade Gäste hatte. Wenn du diesen Herumtreiber finden kannst, bezahle ich dir das Doppelte. Leider weiß ich nichts mehr über ihn als den Umstand, dass er Spiegel verkauft hat. Das ist eingestandenermaßen nicht viel, aber doch etwas und besser als nichts. Ich vertraue auf deine beachtlichen Fähigkeiten und wünsche dir viel Glück. Marlene de Trastamara. Mhm. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Voll No claw or romantisch. fang marks. Probably choked to death. Right on, bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Ja, niemand wird sich freiwillig mit dir zum Essen setzen. Okay, dann schlage ich Ihnen halt die Birne ein, dann sitzen Sie mit mir. Ja, und wie essen Sie danach? Ja. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Table's set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse. And it's been trying desperately to lift it. Cauldron's empty, unfortunately. Regis needs some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Mona! Einen schönen guten Abend. Und 69, das war doch geplant. Oder nicht? Herzlich willkommen, Raiders. Hallo Mona, hallo Ossi, hallo Breitling, hallo Jacker, hallo Max, hallo die pinke Beere. Hallo kleiner flotter Otter. Herzlich willkommen. Na, wie war das Spiel? Ich habe nur so ein paar Bilder aus dem Augenwinkel gesehen. Ansonsten tatsächlich nichts davon gesehen. Wie war das Spiel? Wie war das Stream? Und herzlich willkommen. Wer mich nicht kennt, ich bin Luzi. Wir spielen gerade Witcher, das zweite DLC, also Blood and Wine. Und ansonsten mache ich hier irgendwas mit Variety Game. Oder so. Sehr süß, super viel zu lesen, weil nichts vertont ist. Ja, gut. Dann musst du wohl alles vorlesen. Solange nicht, so wie hier in einigen Dokumenten, irgendwelche alten Elfennamen drin vorkommen und du nur denkst, war das ein Wort oder ist die Katze über die Tastatur gelaufen?
Aber nun. Ich glaube, ich habe Kuh nicht begrüßt. Hallo Kuh. Ich glaube, ich habe Kuh überlesen. Das geht so nicht. Ja. Kann man den Kuh vergessen? Nicht vergessen, einfach nur überlesen. Ich begrüße ja nur diejenigen, die auch schreiben. Weil Lurker werden nicht gecallt und so. Ich muss erstmal Eis, der Hals braucht eine Belohnung. Was für ein Eis gibt's? Ich würde ja auf Ben Jerry's tippen, aber welches? Oder gehst du Ben Jerry's fremd? Ben Jerry's Peanut Butter Cup. Schmecken lassen. Schmecken lassen. Und Checker. Vielen Dank, dass du Kuh einen Vertrag mit dem Teufel untergeschoben hast. Zack, weg ist die Seele. So schnell geht das. Der kommt man einmal beim Teufel vorbei, zack, Seele weg. Ja, wir versuchen gerade auch was zu essen zu kriegen. Allerdings, ich bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich essen möchten. Also eigentlich schon, aber nein, eigentlich nicht. Ja, weil dieser Kessel da ist leider leer. Wäre er voll gewesen, hätten wir uns einfach davon was abfüllen können und dann wären wir weg gewesen. Aber nun ja. Von daher müssen wir uns jetzt im Schrank verstecken und darauf warten, dass der Fleckenwicht eine Suppe macht. Wie? Gar keine Lust, mich mit dem Vieh zu kloppen. Aber wenn aus eurer Suppe grüner Nebel kommt, ne? Dann würde ich das nicht essen. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Kein Löffel soll dich sättigen. Lass mal halt ohne Löffel. We can't use spoons. No, that won't work.
You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Open your eyes. You need to see your likeness. Alter Schwede, Kira, schau doch Think it nur. worked. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Auch nur eine ganz geringe Menge Gift abgekriegt beim Trinken der Suppe. Wir stellen fest, Suppe, aus der grüner Nebel steigt, ist eventuell leicht giftig. Ganz leicht. Oh, nicht. Musstest du da durchrennen? Oh. Okay, ich glaube, das Rudel war es, was sich beim letzten Mal komplett zerrissen hat. Nicht die zwei auf der anderen Seite. Ah toll, hätte die gar nicht durchgemusst. Na, super. That stench. Easy, not gonna hurt you. Eat. I must eat. I'll take you someplace safe. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse.
She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But, most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Ja, vor allem müssen wir erstmal eine Runde schlafen, weil das Gift muss erstmal raus. Nebenbei haben wir jetzt auch noch ein paar nette Nebeneffekte von dem Bett. So, geh zurück zu Regis. Sure, go on. Drink now. Ab auf den Friedhof. My eyes. Aber warum? War da ein Weißblende? Die habe ich dann einfach instant wieder verdrängt. Think your friend's hand'll make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Lass mal im Haus von der Stadt springen. Ja, gut, da wir bis morgen gewartet haben, war es sehr hell. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it. But they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned the last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Ehrlich, für wen? Dumme Frage. All right, so what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You
will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesham Mutna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesham Mutna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Na dann los. See no reason to dawdle. Tesham Mutna. Take me there. In a moment. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. You crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I had no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Tesham Mutna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Du riechst plötzlich so lecker. Ey, hier wird mal ganz kurz. Was ist denn heute los We have mit diesem arrived. Spiel? The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. You lead. Deswegen kam ich da nicht rein. Das, wo ich die ganze Zeit rein wollte, ist scheinbar die Folterkammer. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Beyond this wall lies an ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now, to open it. Ja, mir fehlte da dieses Vampir-Sigil. Da reinzukommen. It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our well into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Eine Tesham Mutna Human husbandry and care. This for real? The author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. Morally suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. This place. There's evil here. Death hangs in the air. Yes. Great many beings have breathed their last here.
glyphs are carved into the rock. Coated with blood used to be. They mean something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here to remind us all where we came from. Cells, is this glyph? Who for? And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Dettlaff's. We both remained in this part of the world. Erstmal alles leer looten. What's this symbol mean? It's the symbol of the Tedet. Those who went east beyond the Blue Mountains. Lass mich das looten. Ich glaube, wir haben jetzt schon die zweite oder dritte Rüstung aufgehoben. Gucken, suchen wir uns eine schöne von zusammen und klatschen die auf den Kleiderständer in Cabo Bianco. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock. Live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. The scent will spread most effectively then. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch its scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. Sicherheitshalber vorher speichern. Ich glaube nämlich, das wird gleich ein bisschen unschön. Müsste aber eigentlich theoretisch unser Arendite gut leveln. 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. The meat stench is so thick, I wager it carries clear to Ah, ich kann hier nochmal speichern. Okay. Spiel gespeichert. Na dann. Bait set. What now? I shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. Ich denke, das sind drin anketten. We must hurry. The beasts have caught the scent. Also my head started spinning. Ah, jetzt. That the blood? Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what would you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Please, Geralt. You won't be able to. We must forge through this, that is all. I just smelled the blood.
sogar alles. Danke. What the fuck? The grove. Nein, Flatterer. Schön. Good. Because I can hear more coming. Geil, und mein Schwert hat einen weg. Ganz großartig. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz mein Schwert reparieren. Ihr bleibt ganz kurz so stehen, wie ihr steht. Finde ich gut. Hold on, I'll let you out. Alter, 2 Flatterer. Need to hang on a little longer. Blood'll dry in a few hours. Scent won't bother me anymore. Erstmal eine Runde meditieren. Get you out of here. The concoction. You can't finish it in this state. Tell me how. I'll help you. Any better? Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture... What would you have done? Found Dettlaff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you, the pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would, in a heartbeat. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Warum denn der Weißblende? Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting. Sir, The Council. you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it.
Fails to realize he was your friend, Count. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Dettlaff had made friends with him, still killed him, and chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse, cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Dettlaff I know. See anything else? Ihnen schönen guten Abend, Sherry. Fängt an, die Vampire abzustauben. Ja, einen haben wir schon entstaubt, der läuft schon wieder in der Gegend rum, der andere weiß ich nicht, wo der ist. Der staubt noch in der Gegend rum. Los. Und vielen Dank für den Lurk an Roffler. Auch dir einen schönen guten Abend. Wird mit Spielen der Dark Moth Standard. Ja, da gab's, ich weiß gar nicht, war das bei Mona? Ich glaube, das war bei Mona. Die Tage irgendwo eine Diskussion, beziehungsweise die Info, den Verdacht, keine Ahnung, dass man Weißblenden verwendet, wenn man Erinnerungen darstellen möchte, und Schwarzblenden, wenn man darstellen möchte, dass der Charakter gerade ohnmächtig geworden ist. Und deswegen verwenden sie immer, wenn Erinnerungen kommen, Weißblenden. Oder was bei dieser? Irgendwo im Chat kam diese Vermutung auf. Und es würde Sinn ergeben, weil das waren jetzt ja alles Erinnerungen, das heißt alles mit Weißblenden. Aber ja, vielleicht wären Graublenden da besser. Oder dunkelblau Blenden. Saw a moment. Delacroix did something selfless. Was kind to Dettlaff. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Dettlaff.
Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? There was something. Showed up twice in the vision. A bootblack stand. Dettlaff first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the Port District. And the bootblack acted as if he knew Dettlaff. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with? I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Rest up. Be back as soon as I learn anything. Stufe 50. Ich frage mich ja, na gut, jetzt sitzt er auf einem Bett. Aber teilweise sitzen die ja hier komplett auf Stein. Ich frage mich, wie die auf Steinen rumsitzen können. Ich meine, dieser Stuhl hier wird einfach nach 6 Stunden schon scheiße unbequem. Neue Quest, neue Markierung. Das war das, was wir eben gefunden haben. Das ist immer noch das ganze Gewindgerümpel. Okay, wir haben einfach eine neue Hauptquest gekriegt. Das ist okay. Oh, warte mal, wir können... Ich glaube, wir können hier nochmal wieder Dinge tun. Hier fehlen 2 große rote. Hier fehlt ein großes rotes. Hier fehlt ein großes rotes. Und hier fehlt ein großes rotes. Das heißt, was habe ich jetzt gerade gesagt? 1 plus 1, glaube ich. 2, 3, 5. Gucken, ob wir 5 große rote Mutagene herstellen können. Klarer Fall von 2. Aber wir haben da auch noch so ein bisschen was an Rot. The fuck? Bitte unterlassen Sie dieses. Ich darf nicht zu schnell drücken, sonst klappt sich das Menü zu. So, was habe ich gesagt? 2 haben wir. 3. Ja. Blöd jetzt. Hier fehlt uns die blöde Winterkirsche für. Ich denke, da gibt es noch andere schöne Stilmittel, um das darzustellen, ohne Netzhaut zerstörende Flashbangs. Müsste man nur mal finden. Also die Game Devs müssten sie nur mal finden. Ah, wir haben keine Fertigkeitenpunkte mehr. Gut, das ist jetzt unpraktisch. Es fehlen Mutagene und Fertigkeitenpunkte. Das ist jetzt wirklich unpraktisch. Aber wir haben hier einen Slot frei. Ist die Frage... Starkangriffe nutzen wir halt gar nicht. Konter, whatever. Eintritt in einen Kampf wird sofort ein Adrenalinpunkt hinzugefügt. Nice. Aber wir haben keine Punkte mehr. Hehe, blöd jetzt. Blöd jetzt. Ja gut, das heißt, wenn wir gleich wieder Punkte haben, können wir den hier mal
erhöhen und können den da reinschmeißen. Und wie hoch haben wir jetzt eigentlich mit dem ganzen Kram unser Schwert gekriegt? Immer noch 8. Wir haben zu oft auf die Fresse gekriegt. Wenn wir getroffen werden, resettet ja die Geschichte. Vorsicht, hell. Finde den Schuhputzer. Im Hafen. Okay. Caught you, you little fart! So how would you explain it? Whether it pours for a week or the sun bakes our pates, we've always mud up to our ankles here. You can't blame me for Beauclair's fickle weather. Fickle weather? I've seen you. You empty your chamber pot in front of our shop each morn, so folks will dirty their boots, go to you to get them cleaned. A far-fetched conspiracy theory, sirs. I'll conspire to welt your bum with my belt. Come here. Leave him alone. Just who the spit are you? A witcher, and I'd advise you to go back where you came from. I thought witches defend men from monsters, not cheats from justice. Need to talk to the boy. You can chat to him all you like, after we tan his hide. So stand down. Not gonna happen. Won't it? Well, then we'll thrash you as well, which is all the same to me. We'll break your legs! Damn it! Teach you to scofflaws and cheats! Ihr wisst schon, dass ich der Box-Champion von Beauclair bin? Nicht? Okay. What's the meaning of this? The brawl? Who started it? I'm investigating the beast, on the Duchess's orders. Ah, yes. We've heard of you. And these men, what are they doing? Obstructing my investigation. Understood. Right. A few days in the clink ought to teach them not to impede official duchy business. Come on. Und weg. You're very good with your fists, sir. Wouldn't be looking for work, would you? We'd make a fine duo. Yeah? How you imagine that working? Splendidly. That's how. I suggest a partnership, where I see to the boots while you stand guard. And as you're the stronger, come morn you take the chamber pot out and help me make mud. Bit about the mud's true? They were right to want to box your ears. I've got to make a living somehow. So, what say you, sir? Partners? Let me think about it. Listen, I'm interested in a certain gentleman. Wait, wait! Before we get to talking, please, take a seat. But my boots are clean. In this city, no boots are clean unless they just come off my stand. A seat, sir, please. So then, who was it you wanted to ask about? One of your patrons. Tall, elegant black frock. Not from around here. An arrival? Indeed. I hear a faint bell ringing. A modest sum might make it sing out loud and clear. How much? Let's say 500 crowns. What? Gotta be kidding me. What would you even do with that kind of coin? Expand my venture. I'm sure you can imagine. Have
a proper stand with a big sign. I want a new box too. New polishes, new brushes. And if I've enough coin left, I'll buy a share in a launderer's. Get wastewater for free. Got it all planned out. I should think so. Capital is all I require. Oh boy, ey. Ich meine, wir könnten das Ganze jetzt kostenlos kriegen, aber was soll's. All right. Let's see if we can't figure something out. It's not quite... I don't know... It's not quite... I don't know... Ah, see? I knew we'd clinch it. Guess I can agree to that. 1,000 thanks. I shan't forget it. Now to the matter at hand. I know the fellow you seek, though I don't know his name. A steady patron, gets his boots cleaned every few days. He's very good to me. Always pays me a premium. Know where I might find him? No, but you could wait here. Perhaps he'll stop by. Don't have the time for that. Sure you don't know where to find him? Or maybe notice which direction he came from? When I clean boots, sir, I do not look up to see where folk come from. I clean. It seems you're having a rough go of it. Oh, you're here. Feeling better? I am, thank you. The local necropolis. The air does wonders for me. Now, if I might intercede, I dare say I've the right question to ask. Young man, you see this vial? One drop added to your boot polish will help you wipe even the most encrusted boot clean as the dome of St. Lebioda's Cathedral. With it, you will serve 3 times as many patrons at a fraction of the effort, and piles more coin. I'm prepared to give you this vial if you tell me where the man we seek lives. But you won't hurt him, will you? The gentleman's art, true, but he's kind. In point of fact, he's a friend. Yet we had a falling out of sorts and would like to straighten matters out. I leave his boots at the door of a house near the port. The door is red, but I do not know if the gentleman lives there. Worth checking. Might happen on a lead. Would you let me scrape the dirt off your kickers before you go? With all due respect, sirs, your boots could stand a cleaning. Thank you. Perhaps later. Yeah. Handled that kid pretty well. Finding the right approach. That's the trick to dealing with children. Yeah, saw that. Meaning, the right thing to bribe them with. Ganz schön geschäftstüchtig, der Kleine. Miserable and hungry. Red door. One the bootblack mentioned. Sie kennen Unterschied bei den Schuhen. Ja, genau, vor allem, Gerald sagt, seine Schuhe sind sauber. Sehen aus wie... Alter. Der Kleine sagt, Detlefs Schuhe sind dreckig wie Hölle. Ich habe da eben keinen Dreck gesehen. Fehler machen kann er, sauber machen schon mal nicht. Ja, vielleicht sollte ich meine einfach mal wieder reparieren lassen. Wahrscheinlich sind die einfach angeschlagen. Was kann ich? Können die Stiefel kaputt gehen? 82%. Ja, vielleicht sollte ich sie einfach wirklich reparieren lassen. Vielleicht sehen sie dann wieder besser aus. Ja gut, der Krähenschwamm ist nur leicht verdächtig. Ganz leicht. Won't budge. Gotta break it down. You might just as well stand out in the street, pound on a drum and holler, Detlef, I'm coming for you. A bit more finesse, I implore you. Let's hear your idea. Give me a moment.
Ja, wenn ich mich in Nebel verwandeln könnte, dann würde ich die Tür auch einfach von innen aufmachen. Nice. Ever consider becoming a burglar? Skill like that'd come in awful handy. I considered it briefly, but ultimately concluded it would be terribly dull. Come. Und wieso weg mit der Schraubfläche hinten? He here? Sense him. No, he's not here, but he was here recently. His scent is still strong. Let's look around. Old toy. No use to anyone. Shame. Must have brought someone joy sometime. Dass das gerade sämtliche Spielzeuge einfach abgehakt hat. Somebody fixed this recently. Räumungsbescheid. Aufgrund der Nichtzahlung der Miete für die Ladenräumlichkeiten ordnet das Verwaltungsgericht von Beauclair an, dass der Mieter Aldrich Desamp den Laden innerhalb von 7 Tagen zu räumen hat. Tut er dies nicht, wird eine Gefängnisstrafe über den Schuldner verhängt. Deren Länge wird vom Schuldnergericht festgesetzt. Viel zu viele Dinge, die man nur untersuchen kann, viel zu wenig Loot. Geben Sie mir mehr Loot. Attic, let's go. Ja, Gerald, ganz ruhig. Lass mich zu Ende looten. So this is his nest. Need to look around. Woman's likeness. Bit smudged. Is his lover? I don't rightly know. Reminds me of someone. Who? Not sure. Can't help feeling I've seen that face before, though. Die Boxer, die du umgelegt hast? Detlef van der Eretain, you do not know us, but we know you to be a vampire. We know also of your weakness for the wench they call Renawed. Now you know this. We shall chain her down and let rats feed on her. We shall flay the skin from her flesh. Yet you can save her. You need but travel to Beauclair, where you shall slay 5 men in the manner we prescribe. You must complete the killing in 3 days. Fail, and the next letter you receive will contain a memento of your failure. Your beloved's finger. There you have it. Proof positive Detlef killed not of his own accord. A blackmailer sunk his claws into him. Ich hüpfe mal ins Bett. Viel Spaß nach Mona. Vielen Dank nochmal für den Raid. Dir eine gute Nacht. Lass dich von der neuen Woche nicht ärgern. Ärger sie zurück. Vor allem die Kunden. Und ja, gute Nacht. Any idea what it could be? Detlef have any enemies? Indeed. Detlef gains foes occasionally, but they never live long. One might have managed to evade him. Possible in theory, but I know of none. It would have to be someone devilishly dangerous. As you well know, having faced Detlef yourself, whoever it is someone new. Who's Renawed? His one-time lover. The sole human woman with whom he was very close. Because she accepted him. With her aid and care, he found a place for himself in this hostile world. She began the work that I strive to continue. Ever meet her? Never had the pleasure, alas. She deserted him a time before he came round to save me, though he always claimed she'd gone missing. Why do you think that? Any signs or clues to that effect? None to be found. Apparently she disappeared one day. Her belongings disappeared with her. Not a scenario one associates with kidnapping. In my humble opinion, she left on her own. Scared off, perhaps, by a bout of Detlef's rage that revealed his other, more monstrous side. Detlef have trouble letting go, accepting that she'd left him? Is that so hard to believe? Do you know no humans who've struggled with just such a thing?
And Dettlaff is so much more emotional than most humans. Not only was she his beloved, his lover, his mate, she was a member of his pack. And one never leaves one's pack voluntarily. Dettlaff ever try to find her? I mean, if she was that important. Higher vampires have their ways, all kinds. Should have been easy as pie for him. Geralt, as you rightly noted, we are vampires, not miracle workers. He searched for months on end before giving up. Clearly, Renoed knew him all too well. Enough to cover her tracks, leave no way for him to find her. Even if Renoed did abandon him that time, looks like someone's actually kidnapped her this time. Hard to argue with that. And hard to foresee what he's prepared to do to free her, get her back. He's prepared to kill, that's clear. As would you be for Yennefer. He kills for he cares for her deeply. And that blood, those individuals, they mean nothing to him. Yeah, I get it now. He's out to rescue a female from his pack. Exactly. Right, so someone's blackmailing him. We know that. Still have no idea who. Need to look around some more. Tools were used recently. Dettlaff unwind by fixing toys between murders. Really now, Geralt, must you? Nice tune. Indeed. I'm not certain why, but it reminds me of home. Our true home from before the conjunction of spheres. Look, slips of paper, name on each. Count Crespi, Count Dulac, Milton de Peyrac-Peyrin, Count Delacroix. Dettlaff's victims, one and all. But that's not his hand. Must have come from whoever wrote the letter. All of it written using the same ink. See the color? Ink was dyed with cinnabarite. Rare mineral, pretty much found only in Nazaire, but I fear it means very little. Anyone could have imported such ink. Fair enough. Still worth remembering. Look, this slip is stained. With wine. Not much to go on either. Especially not in Beauclair. Perhaps. Yet perhaps also worth remembering. Wann das Game Jam um 3 Tage verlängert wurde. Noch bis Mittwoch Zeit, den letzten Boss und Quest anzumachen. Na dann ran. Dann ran. Wie lange bist du jetzt schon dran? Ein Monat. Oha. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Blackmailer. Kinda curious who it could be. Why is that? Regis. Somebody kidnapped a vampire's lover. Bold to begin with. Now they're forcing the vampire to kill. A vampire you yourself insisted no murderer. Blackmailer's skilled. Someone special. Astute. Now that I think of it, I'm beginning to wonder if... It's not one of your kind? Another vampire? Precisely. The plot thickens. Just a hypothesis. Wouldn't set my heart on it till we know more. Right you are. Let's sum up what we know. Seems Dettlaff's being blackmailed. Someone's been feeding him his victims' names. All noted down using one and the same Nazari ink. And not in his handwriting. Not much. But enough to ascertain Dettlaff's innocence, clearly. Naja, Unschuld würde ich das jetzt nicht nennen. Aber es steckt zumindest an der Drahtzieher dahinter. Not how I'd put it. Doubt it's how the Duchess will see it either. I trust you to convince her. And then... What? Go on, don't be shy. See you've got it all figured out, including the grin I gotta wear. It's a rather bold plan, but... Were we to find Renoed, we would strip the blackmailers of their hold on Dettlaff. That's one idea. Could be worth a shot. But what about Dettlaff? He gonna go on killing while I'm out searching for his lover? He will not. I shall convince him to stay his hand.
Assure him you're a friend seeking to help. I'll await him here. He's sure to return sooner or later. Think he'll listen? He will. Ought to wait with you, maybe. No, he'll sense you from a mile off. Simply fail to appear. I'd better stay alone. You must trust me on this. Fine. Need to report to the Duchess first. So be it. We'll await you here. Detlef and I both. Ich auch verziehen, morgen wird lang und nervig. Gute Nacht. Breitling, auch dir eine gute Nacht, einen guten Wochenstart. Mach nicht wieder so ganz so viele Stunden, vielleicht ein paar weniger oder so. Und bis wieder. Schrägstrich später. Schrägstrich wie auch immer. Egal. Ich rede heute irgendwie nur Bullshit. Also mehr als nichts. Something's in the wind. You'll not find work here. Not paying work, that is. Naja, ich werde hier keine Arbeit. Ja. Gut, dass die Herzogin mich beschäftigt. Patrolling on an empty stomach. No two ways about it. It's thin scrapings around here. Bevor wir die ganze Strecke laufen, lass doch einfach kurz hochbauen. Das kürzt die Strecke um ca. 400 Schritte ab. Better to push quilts and drag hose, don't you? Your Grace, I have doubled. The palace is secure. Geralt of Rivia, Master Witcher. I was not mistaken. You arrived and trouble followed soon after. Step aside. Got a matter for the Duchess. At last, Witcher. We've been on tenterhooks. Did you catch Milton's killer? Case is more serious than we thought. The beast? I couldn't kill it. Didn't manage. We sent you after a monster, and you return with nothing? We are very disappointed. Situation's not quite that simple. Beast's a powerful vampire. Is this a problem? Is it too much for a witcher? A monster slayer? But everyone knows how to end a vampire. Draw him by trick into sunlight. Or arm yourself with ample garlic and drive a stake through its heart. Garlic's useless against vampires. Sun and stakes don't hurt him either. Those methods, pure invention. Only work in legends and fables. And Buckthorn? When I was a child, Grandmama Ademarta always claimed Buckthorn drives off vampires. Silver sword's your best option for keeping them at bay. But it won't get the job done, because only a higher vampire can truly kill another of its kind. Excuses. Ha! Your Grace, I shall assemble a battue. Bring the matter to its end at once. The Witcher need but tell us where to find this monster. Whoa, this is work for a Witcher, not for your guardsmen. Yet when a Witcher fails, my guardsmen must step in. I'll take my best. 40 hardened veterans. No vampire can stand up to that. 40, 50, 100? Doesn't matter. Won't make any difference against him. You have not seen my guardsmen in action. Can they fight fog? Hit a target that moves faster than the wind? How? What creature can do such things? Creatures like this one. Higher vampires, we call them. Each one's a little different. Unique or exceptional, you might say. Some transform into giant bats. Others communicate with animals, command them. Yet all are still brainless beasts. Dead wrong. Thinking of lesser vampires. Alps, Echimaras, Catacans, for instance. They're ruled by instinct, sure. Attack anything that smells of blood. Higher vampires? They think. They employ reason. Monsters driven by reason. A curious contention. What, then, do you intend to do? It's way beyond being some monster.
This is a powerful being that's walked the world for centuries. Yeah, impossible. If so great is their power, why have they not killed or enslaved us all? Don't usually meddle in our matters. Mostly stay out of our way because they don't care about humans one way or the other. And they do not fear we shall wipe them out one day. They'd probably be pretty amused if you asked them that. They're well aware of their strength. Then what can we do? Do you have a plan? Du, auch dir eine gute Nacht. Vielen Dank für deinen Raid. Einen guten Wochenstart. Nicht von der Woche ärgern lassen. Und bis später. Try to talk to him. That's our best bet. I cannot believe this. Her Grace summons a Witcher to kill a monster. Instead, he wishes to chat with it. Ha. Know what I'm doing. His lover was kidnapped. He's being blackmailed. Blackmailed? Be so kind as to explain how a vampire might be blackmailed. Higher vampires? They're like us, motivated by emotions, not instinct. Not only are they intelligent to an extreme, they're emotionally rich, capable of feeling many things, even love. This one fell in love with a woman, a human, and he'll do anything to keep her from harm. You do not, I trust, suggest we let Milton's killer go free. Or wait until it murders again. We must render it harmless as quickly as possible. Which is why that's my aim now, to prevent further attacks. Vampires only half the problem. Blackmailers at fault chiefly. Kidnapped the woman to control the vampire. And what do you propose to do? I'll find the blackmailer, free the vampire's lover. You were to destroy him, not help him. No one else should die. That's most important. Soon as the woman's safe, he'll have no more reason to kill. I admit to being swayed, Witcher. You may be right. Do you know anything about the blackmailer? Got one lead. A few scraps of paper. Blackmailer wrote the names of the vampire's victims on them. One of them stained. A drop of wine, looks like. So damn little to go on. You've no idea how wrong you are, my dear. Send for the ducal sommelier. Hop, hop! In Tucson, wine is sacred. Here there is no such thing as a drop of wine, or stains therefrom. They are stains from a drop of Estest, Ervelus, Fiorano. Your Grace wished to see me? Witcher, show him the paper scrap. Benoit, can you determine which wine made this stain? Yes, yes. The west bank of the Saint Latour. That's rather obvious. Aged in barrels of Beauclair oak. Hue, deep burgundy. Clarity, high. It's simple. Saint Real, the 1269 vintage. That's impossible. The wine is produced at Castel Ravello, especially and exclusively for the ducal table. Perhaps some Saint Real was stolen. We must go to the vineyard, see if there's not been an incident. Saint Real. Never heard of it. It's highly unlikely you've ever had a chance to partake of it. As I said, it is only ever served to the ducal family. Didn't stop it from ending up on that scrap of paper. Unless your Grace's sommelier is mistaken. In matters of wine, Benoit is never mistaken. If he says it's Saint Real, it is Saint Real. We must ride to Castel Ravello at once. Discover what has happened. Wait. Your Grace wants to go with me? Out of the question. I hope you do not suppose we will sit on our ducal hiney and do nothing while our duchy is in grave danger. Your Grace, what you propose is far too dangerous. The Witcher should go alone.
It pleases me to see you gentlemen finally agree on something. But I've made my decision. We shall go, accompanied by the best possible escorts. You, Captain, and Geralt. We will travel incognito. We've no wish to give the court any reason to gossip. For the duration of this mission, I release you from your obligation to adhere to court protocol. In short, from now on, I am Anna Henrietta, not your grace. Yes, your grace. Witcher, are you ready? Yeah, ready to go. Excellent. Give me a moment. I must don something more appropriate and concealing. Then we will be off. Jetzt bin ich Anna Henrietta, nicht Your Grace. Ja, Your Grace. Warte kurz. This vampire, have you ever faced its sort before? I have. How did it end? Did you kill it? Didn't have to fight him. Hadn't killed anyone. Have you ever heard of anyone defeating such a vampire? Know of a man who defeated one, sure, but he didn't manage to kill it. Ultimately, only another vampire can kill a vampire. Hunters have attacked the wagon! We must help! Stay back, your grace. We shall see to this. Help! Save us! Geralt, wenn ich absitzen drücke, wäre es schön, wenn du absitzen Back, you würdest. beast! Begone! Save us! Back, you beast! Begone! Done. Time to move on. If not for you, we'd have been done for. Thank you. Happened by. You saved our lives. Tell me more about this vineyard, Castel Ravello. It's the best in all Toussaint. An old master of the winemaking trade runs it. Fabricio. He trustworthy? He's held his post for years. There's never been a problem. Till now. I wish to know your thoughts, Geralt. The Sonreal stain, how did it wind up on the paper? Is someone from the vineyard blackmailing the vampire? Could be a servant. Could be the steward. Could be the one who's just stolen from the estate. We shall know when we arrive. It's not far now. Captain de la Tour, we did not expect any visitors from the palace. How are affairs at court? Doubtless you've heard of the Beast of Beauclair. Well, we've our hands full. Especially since the rogue last attacked in the palace gardens. I trust Her Illustrious Highness was not harmed? Kind of you to ask, Master Fabricio. I am well. Your Grace? We were not warned. I shall order the salon prepared at once. That won't be necessary. As you can see, we are not here on an official visit. Naturally. Might I ask then what has brought you to Castel Ravello? This is an inspection. We've got questions. You'll answer them. Oh, and who are you, sir, to speak to me this way? This is Geralt of Rivia, a witcher. He has come to Toussaint on my personal invitation. Which is to say... Which is to say, I expect you to treat him with the utmost respect. Of course, Your Grace.
Did you hear that, Witcher? Fabricio will be delighted to answer your every question. Want to talk about San Real? I am at your service. The San Real. How many vineyard workers have access to it? One might say only I do. Not like you make the wine all alone. At least a dozen others work here. I see you've little notion how wine is made. Grapes travel a long road before they become Sonreal. The workers assist me only to the stage of fermentation. I see to the maceration personally and let no one near the fat. Workers, again, assist me during barreling, but then I seal the aging barrels myself, each and every one. The wine lies in the cellar, gains character. Once this process is complete, it becomes Sonreal. And as it happens, only I have the key to the cellar in question. Gut. Beweisaufnahme abgeschlossen. Das San Real fehlt. Kann es nur er gewesen sein. Fertig. Utmost respect, please. Who hauls the barrels to the palace? We've our own garrison. Guards who have served here for years and would answer with their heads for the wine. We'll not get anywhere asking questions, I see. It's a waste of time. Your Grace? How am I to understand this? Master Fabricio, we have proof someone's gained access to San Real. Someone who should not have, which means one of two things. Either you lie to our face, or you are an idiot who has had wine stolen from under his nose and not even realized it. In either case, you shall answer for it. But... Silence! And listen. I shall inspect the barrels in person, thus giving you time to reflect. When I return, I expect to hear answers. Remind me, where is the San Real stored? In the main cellar, around the corner. I'll show you. I shall find it. Give me the key to the cellar and wait here. Oh, of course, Your Grace. Here it is. Come, Witcher. Ja, das war dann jetzt wohl guter Kopf, böser Kopf. What if Fabricio's blackmailing the vampire? Considered that? He has his flaws, but I would never suspect him of such a thing. He's been very loyal. He owes all he has to me. His father frittered away the family fortune. He left his son an encyclopedic knowledge of wine. That is all. Fabricio lived as a beggar until I appointed him steward of Castel Ravello. Only then did he come into his own. Nun mal gleich, ich hüpfe ins Bett. Ich wollte eigentlich heute schon direkt nach Monatsstream ins Bett. Danke für den Stream. Bis Dienstag. Ich meine ja. Warte, lass mich kurz Kalender. Ja, Dienstag Ström. Verehre, auch dir vielen Dank, dass du dabei warst. Dir eine gute Nacht und einen guten Wochenstart. Und bis Dienstag. So where do we start? Let us see if all the barrels are present. Here's the inventory ledger. Ja, dann lies. Oder kannst du nicht? Vintner's log. Fermentation completed with no complications. Tapped above sediment line. Here it is. Barreling. Everything lines up at first glance. Neatly and thoroughly documented. Then we must follow our other lead. Benoit said the stain came from the 1269 vintage. Let's find it. Hervelus, 1269. Hervelus. I like it. Quite dry. An excellent wine. You've good taste. Ja, aber mehr ist doch hier gar nicht, oder? Warum ist hier immer noch ein Kreis? Oder bleiben die Kreise jetzt einfach so lange, bis wir San Real gefunden haben?
Est 1269. Est. Think everyone and their mother's heard of this wine. Among the best in the world. Castel Ravello is famous for it. Fiorano, 1272. Fiorano. Dandelion's favorite. Adores it. Ah, yes. That sophisticated palate of his. Pomino, 1273. Got Pomino over here. Keine Schilder? Doch, da. Saint-Real, 1269. Right here. 1269. What now? Let's see if any barrels are empty. Wanna open them? For now, a knock will suffice. If you hear a hollow thud, we will have found what we seek. Full. Lapp. Wein zu Hause. This one is full. Ja, hier halt anklopfen. This one's full too. Full. This one's full too. Full. Wie können Looks die so... like all the barrels are full. Dead end, I'm afraid. Full they are. The question is, are they full of Saint-Real? Grab a tap and a hammer. We shall open them one by one and taste. Wie können die so leben? Das Logo ist bei jedem fast verdreht. Einen Zapfhahn. Und einen Hahn. Hat irgendwer die Treppe gesehen? Da. Got the taps. Then get to work. Let's broach those barrels. Ready. Step aside. Und fall nicht runter. So? I'd recognize this taste anywhere. This one is good. Wie kriegt man die eigentlich wieder zu, wenn man dann Dings hier reingehauen hat? Frage vom Freund. Revolting, bitter plonk. Could have gone sour while aging. Impossible. This is not wine. This is contaminated refuse that should never have made it into a barrel. The fact that it did was no accident, I'm sure. Master Fabricio. Let's see what he has to say about it. Master Fabricio, I am very disappointed. But, Your Grace, You are a step away from losing your head. Speak the truth and you might yet keep it. I admit it. I sold a barrel of Saint-Real. I beg you to forgive me. Why did you do it? I couldn't resist. The sum they offered, it was enormous. I gave in. Is what I provide not enough? I wished to buy back my family's estate. For here, nothing is truly mine. I've a roof over my head, ample food to eat, but what is a nobleman without land of his own? I shall tell you everything, if you agree to show me mercy. Gut, dass ich kein Nobleman bin. Sonst würde ich mich ja genauso um Hals und um Kopf und Kragen reden, nur weil ich zur Miete wohne. Mit Patex.
Ich bin mir nicht sicher, ob es in 1272 oder so schon Patex gab. Fässer mussten, glaube ich, gedreht werden, einen gewissen Abstand von Zeit. Oder auch die sie alle in die richtige Stellung bringen würde. Ja, aber das ist das Logo. Da muss man das Logo halt drehend anbringen. Dann darf das halt nicht fest drauf sein. Dann muss man das halt irgendwie mitdrehen können. Dann kann man die Fässer ja gerne drehen, wie man lustig ist, aber das Logo muss richtig stehen. Who do you sell the wine to? A few weeks past at the Pheasantry, a rich nobleman approached me. He called himself a diplomat, well connected at court. He suggested we embark on an enterprise. Some of his clients had offered dizzying sums for even a drop of Sonreal. He was to serve as intermediary. This man's name? He never revealed it. He was tall, black-haired, and spoke with a foreign lilt. He claimed to hail from Sintra. I've no Sintrin aristocrat at court. Das ist schon mal schlecht. Really thought nobody'd find out. I was a fool. Very foolish. I beg you, Your Grace, you must forgive me. Vor allem, was hat er sich dabei gedacht? Er hat exakt einen Abnehmer, an den er Sonreal ausliefert. Er hat dokumentiert, wie viele Fässer er herstellt. Wine itself, how do you hand it over? We met under the cover of darkness in the ruins of Fort Astre. A dozen or so men came to collect. Armed men. The kind that stink of trouble. I had hauled the barrel there. They transferred it to their cart, and we went our separate ways. That's it? At the last you ever saw of them? That is to say, a few days passed. A messenger arrived. He said they wished to buy another barrel and, well, I've prepared it. Have it ready to deliver. That's enough. Know all we need to know. Your Grace, I beg your forgiveness. Get out of my sight. Captain, have your men take Master Fabrizio to the dungeon. He must answer for his crime. High treason the charge. What now, Witcher? We set a trap. Need to catch the wine thieves. Centrian Noble could be our blackmailer. Next, transport. I'll take it to Fort Astra. Damien and his soldiers will cover me. For once, I agree with you. We will do as you say. Let me know when you are ready. Er stimmt mir zu. Wir brauchen einen Kalender und einen roten Stift. See no reason to wait. Let's get going. We will set out now. Position ourselves before you arrive. You take the cart and meet us there. Fine. When the handoff begins, watch for my signal. Das ist so geil. Watch for my signal. Das wie aussieht, worauf muss ich achten? Alles könnte ein Signal sein. Relax. Now we wait. Ah, our favorite vintner. It's not him. Wartet auf mein Zeichen. Mhm.
The Witcher. Ja, das hättet ihr euch vorher denken können, bei 2 Schwertern angreifen. Auf die Idee kam wieder keiner. Aber ihr seid Menschen, das ist langweilig. Ihr levelt mein Schwert nicht. Guck mal auf den Kopf. Guck mal nach, der Kopf. Dann fliegen da, ich hab keine Ahnung. Entschuldigen Sie bitte, würden Sie aufhören, mit Pfeilen zu werfen? Vielen Dank. Is it just me, or did we agree you'd wait for my signal? That was the plan, but... Great shot. Good thing you reacted. Can't say how that would have ended otherwise. At your service. It was a good fight. We managed to capture one of the scoundrels. Let's ask him a few questions. Come on. Witcher, a moment. I was wrong about you. Well, had no reason to trust me, and I didn't do much to change that. True. You are not the most endearing of men. At any rate, I see the effort you put forth. And I appreciate it. Let us go to her grace. She awaits nearby. Not at all surprised. Expected she'd want to oversee this personally. The Master's eye fattens the calf. You're beginning to understand that, I see. This prisoner of yours, bring him to me. We must ask him some questions. Captain, do the honors. Who sent you? His name is Dog. They say he plowed your mother. Once again, who sent you? Your nun's lover. They call him... Wait. If he doesn't wish to speak, he needn't. I can think of several other ways he can be helpful. I'm certain the Witcher will need bait to lure the beast of Beauclair. What? Sure can. Fresh out. In that case, he's all yours. Captain, have your men find me a strong rope. Kind that won't snap when we hang this fellow from a tree. Rope? Live bait. Great for monsters, provided they catch the scent of its blood. But I'll see to that. What? No. Crikey, no! Don't let him! Stop screaming. Save your strength. Got a long night ahead of you. No! Don't let him! I'll talk! Barrels. Where were you gonna take them? I don't know. Captain, need that rope after all. I truly don't know. Hornet's the leader, only he ever knew where to go. But he lies over there, dead. That one. The first barrel went to a warehouse at the port. But where this one was bound, I don't know. I speak true. You must believe me. Who hired you? He'll kill me. Ought to be worried about me right now. Who is he? Go on, man. Spit it out. The Cintrian. That is what they call him. I've never seen him, but I know he mustered the men for this caper. That's what they said, that we were working for the Cintrian. I don't know anything else. I swear it. Na, der ist ja richtig hilfreich. Nicht. Take him away. Throw him in the dungeon. He shall await trial there. Captain, we ride to town. Gather your men and seek out the Cintrian. Someone else must have seen him, must know of him. Yes, Your Grace. I'll report to the palace as soon as I learn anything. I shan't return to the palace. Our mission has not yet ended.
The Witcher and I will await you at the guard post near the port. Let's go to town. Wie sie da einfach so an der Kante steht. Ich würde diesem Holster ja nicht die Bohne trauen. He's late. Relax, he'll come. There's something I'd like to know. How can you be so damned calm? Side effect of my mutations. We Witchers rarely get the jitters. What if something has happened to him? Captain seems like a man who can take care of himself. Perhaps he can, but this Sintrian appears to be no common bandit. He managed to steal ducal wine from under my guardsman's noses. We only learned of it through a fortunate coincidence. And it was he who specified the victims for the vampire. One must be exceptionally confident to blackmail such a monster. Vielleicht hätte man mehr erfahren, wenn man nicht alle anderen gekillt hätte. Ja, gut geklappt mit dem Zeichen. Yep. Yep. Gut, man muss fairerweise dazu sagen, der Anführer hatte vielleicht Geralts Schwert in der Brust stecken. Ihn hat vielleicht Geralt abgestochen. Still don't know this Sintrian's behind the kidnapping and blackmail. Might have just handled the theft of the wine. Even if it's so, he then sold the wine to the blackmailers. As I see it, that makes him an accomplice. Need to find the Sintrian, whether or not he's responsible for the murders. Even if none of it's his doing, he could still know our blackmailer's identity. Besides, it's one thing to know who ordered the killings. Other thing entirely, and just as important, is why they... Someone's coming. Captain, why so long? We expected you hours ago. This Sintrian does not work alone. We are fighting an organization, not one man. Bandits attacked us, not a small force either. One of my boys has a broken arm, another a shattered knee, lamed for life. And the word on the street is there's a hefty bounty on your head, Geralt. Cool. Used to it. Not the first time I've been hunted. Must you always? Now, the port warehouse where the wine was delivered, we identified it, then learned who had hired it out. This proved to be a beggar, a stand-in. We found him. He admitted all. A man had paid him to sign the lease, a man he met while begging outside the pheasantry. There, fate lent us a hand. A waitress recalled spilling wine on a nobleman who spoke with a Sintrian accent. What did he look like? Her description was not helpful. Handsome, well-dressed, with a beard. No distinguishing marks. This could be anyone. But she remembered his female companion very well, as she recognized her. On the Sintrian's arm was Cecilia Bellant. The singer? I've heard of her. She's said to be gifted, fairy. The same. We went to her home immediately. Cecilia was not there, but we questioned her servants. A chambermaid claimed Cecilia is to meet a Sintrian gentleman tonight. She'd invited him to a reception mounted by the Mandragora. The Mandragora? What's that? A club, an affiliation of local artists. Painters, sculptors, troubadours and dancers. Never heard of it. They exude mystique, consciously, I think. Behaving like an exclusive cabal. Artistic elites. Every now and again they mount soirees. Only wealthy patrons are invited. All arrive in elaborate masks, then drink and flirt. Gotta nab the Sintrian. Seems we have to go to that get-together. You read my mind, Witcher. I shall gather my men, surround the establishment. Not a mouse will squeeze through. Out of the question. If the Sintrian truly does have men about the city, he will find out and escape once again. Duchess is right. Need to be careful. Best go there, blend in with the crowd. Precisely what we shall do.
We, Your Grace. Geralt and I. In that sort of company, the Witcher could use my help. Where's the event gonna be held? The Mandragora always assembles at the same place, a residence in Oatville. It's a very distinguished district. Geralt, you must don appropriate attire. Then meet me in Oatville, in Mountebank Alley. Ah, jetzt geht das wieder los. Nein, du darfst keine Rüstung tragen. Und keine Schwerter. Und nichts. Die Kleidung an, die anderen sehen die Retter bei der Soiree für angemessen hält. Kriege ich die her? I should double the patrols, just in case. Tu das. Schau ich nicht zu viel an. Ich mache erstmal den Guardpost leer. Audacious rat decision, but we'll get him. Während der Hauptmann der Garde direkt neben mir steht. Stirb leiser. 200 Schritte. Irgendwo hier hoch. Geralt, hoch, nicht runter. We've seen the day come when our culture is threatened by the very means of its own cultural reproduction. Yep. Einmal Loop. Das. Alles, was nicht festgeschraubt ist, wird mitgenommen. Ja, das ist der Typ, auf den die Belohnung ausgesetzt ist. Völlig richtig. Guck mal, fliegender Kopf. Das sind sogar benannte Verbrecher. Cool. Guck mal, noch ein fliegender Kopf. Ich dürfte auch die anderen nicht looten. Didn't look like locals. Damien's right. I'm a hunted man. Gute Nacht, Tetra. Dir ebenfalls einen guten Wochenstart. Viel Erfolg beim Endspurt mit dem Game. Und bis dann. Wofür auch immer der jetzt war. Sacre bleu. It's a crime. You're from the north, that's painfully clear. Excuse me? There is no excuse. There is but the need to outfit you anew. My salon stands open. Please come in. Das ist eine Rüstung, du Arsch. All jests aside, let me see what you got in your wardrobe. I'm more than willing, sir. Elegantes Bouclier-Wams. Elegantes Höflingswams. Elegante Bouclier-Stiefel. Elegante Bouclier-Hose. Gut, eine Wolfsmaske haben wir schon. Harlequin-Maske haben wir, glaube ich, sogar auch. Und eine Vogelmaske, keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Ja, wir nehmen dann wohl mal die Bouclier-Klamotten. Hast du noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Thanks. Think that's all I need for now. Ever your servant, Ja, wir sir. könnten natürlich mal kurz gucken. Tailoring is... Typ. Ah, So. All
Was genau? Du hast doch Geld. Müssen wir nur mal gucken. Ich wollte die Tescher Mutner-Rüstung wollte ich nicht verkaufen. Aber Tesson-Rüstung kann weg. Tesson-Rüstung kann weg. Das ist Teschner Mutner. Das kann weg. Das behalten wir. Das behalten wir. Das kann weg. Und das kann weg. The fuck ist das? Eine Trophäe. Die geht schon wieder her. Oh, guck mal, Kraftringe. Die waren weniger wert als erwartet. Aber gut, kriegen wir nicht pleite. Da er kein Rüstungsschmied ist, kann er meine Rüstung nicht reparieren. Ja. So, gucken wir doch mal. Ein Bouclair-Wams. Bouclair-Stiefel und eine Bouclair-Hose. Und eventuell ohne die dicken Handschuhe. Gut, aber ganz ehrlich, die ziehen wir erst an, wenn wir in der Nähe vom Dings sind. Wir könnten mal kurz eine Schnellreise machen und mal den Teschner Mutner-Kram wegwerfen. Wo ist der nächste Schnellreisepunkt hier? Natürlich ist es Leckeran Plaza. All is in order. Das ist die richtige Richtung? Ich glaube schon. Ja, war's. Fair folk. Ich möchte mal ganz kurz... Boah, Ruckel. What the fuck? Nice tune. Mal ganz kurz... Interessant, dass er das eben nicht abgehakt hat mit Legekleidung an. Ich würde eigentlich erwarten, dass er das abhakt. Einen Rüstungsständer, Teilschnell Mutnerrüstung, Teilschnell Hose, Handschuhe und Stiefel. Flop. So. Fertig gesammelt. Wahrscheinlich hätte ich die Schwerter noch ablegen müssen. Einen schönen guten Abend, Herr Nox. Herzlich willkommen. Mit Schatze. Ich wundert halt wirklich. Gut, ich bin direkt aus dem Menü wieder raus, ne? Ja, jetzt hat er es abgehakt. Naja. Ich weiß ja nicht. Die beiden Schwerter und die Armbrust fallen auch kaum auf. Trifft dich mit Anna Henrietta in der Scharlatanallee. Warum die wohl so heißt? Am besten über die Botschaft. Matsch. War schon komplett ausgebaut und wir haben eine eigene Kleinstadt. Na, schön wär's, aber es geht ja nicht weiter. Dafür haben wir heute ein spannendes Porträt ins Gästezimmer gehängt. Komm. Rat's mich an und ich hau den paar auf die Fresse. Gerade extra Klamotten gekauft. Late. Now, why does that not surprise me?
Well, well. I did not expect you to have such a sense of style. Not all bad. Nothing like a budding artist, of course, but... just one other detail. Here, put it on. A mask? All who attend the Mandragora soiree wear them. If you have one on, no one asks who you are. Let's go. Soiree's started. Wir fragen nicht nach der Maske. Wise of you to hide your weapons. They'd not have let us in otherwise, that's certain. Ach, ich habe meine Waffen versteckt? Bis eben trug ich noch 2 Schwerter in der Armbrust. How do we find the Cintrian? Have you a plan? Key is not to spook him. Need to ask after his partner, Cecilia, first. Less likely to raise suspicions. Soon as we find her, we find him. Especially since he might be expecting us. What do you mean? Ran into some of his thugs in town. Knew who I was. Had it in for me. Right. Right you are. We must proceed with caution. Come, it's our turn. Vielleicht war das nur Let's Explain where they're missing. Madame, Monsieur, an extraordinary pleasure to welcome you to the Mandragora's soiree. Tonight, I particularly recommend you direct your attention to the performances prepared by artists of our community. Tell us about these performances. This evening, the Mandragora has the honor to present 3 superb displays of artistry. The first was a concert by Cecilia Bellont, a singer whose voice, were it stone, would surely be a diamond. Sadly, Mademoiselle Cecilia has sung. Shame. We would have loved to hear her. Luckily, you are in time to see the great Calesti, a master of visual illusions, come to us from far off Afir. Visual illusions. Interesting. And the third artist? The third and fourth, for they are a duo, are the Tuven brothers, presenting their newest pantomime. We were really hoping to meet Cecilia Bellont. You are admirers, I surmise. I'm certain you will have ample opportunity to converse with her. It cannot be easy to identify anyone in this crowd. Perhaps you could help us find her. I don't know where she is now, but I can give you a clue. Let's hear it. Seek the Kaviri orchid. Meaning? Cecilia wears one in her hair. You shall recognize her easily by the orchid. Well, well. Dandelion's always complaining about artists being poor as temple mice. The residence belongs to none of them. They are guests here. Oriana, she owns this. Woman in the black dress. There, on the balcony. Got her. Doesn't wear a mask? It would be pointless. All would know her anyway. Kaviri Orchid. Let's look for it. If we find Cecilia, we'll find the Cintrian. Beteilige dich an den Unterhaltungen der Soiree. Oh, vielleicht auch nicht. Sag mal, Anna, könntest du aufhören, mich rumzuschubsen? Vielen Dank. Schubs hier keine Fangerei an. Please do not disturb. One false move could prove ruinous to the entire communal effort. Go on, Geralt, be bold. Show us the artist in you. The paintballs, cast them at the canvas. Discover your artistic soul. Good folk, yet another soul longing to express its creative side. Well, you are modern art? I got it! It's the Soreto! It's not a landscape, you pleb. It's a manifestation of the man's soul. Ja, es ist eine Manifestation der Seele, Alter. Es ist nee. That green, lush and verdant as a field of vines. To vines and to wine! Should you tire of these hues, drop them in the pail and grab a different array.
quite the noble color. Ist sie schon ganz blau? Splendid. The sky over Toussaint. Falsch, wie meine Deutschlehrerin zu der Interpretation sagte. Deeply internalized fear of intimacy. Composition. Ja, lustige Farben. Yes, it's sure Gib. to be a masterpiece. Gods, scarlet, crimson oxblood. As he lives, full sensory parted lips. The composition takes shape. Yes, it's sure to be a masterpiece. Masterpiece. Hier mich auch. Oh, wir haben noch gelb. Warte, wir müssen noch gelb mit einfügen. Yellow. Why ever yellow? It's obvious. It represents transgression in its purest form. Warum zum Teufel gelb? Voila! Fine. Now, allow me a moment to ponder. My appraisal? The painting depicts spiritual dualism. The continual battle between good and evil. And defiance. Oh yes, that's him all right. Good versus evil. The dualistic nature of man. And defiance. Ja, ihr lagt mit euren Interpretationen alle falsch. Es ist der Kampf zwischen Gut und Böse und... Was? Such talent. Exceptionally true. Would I ever love to meet him? It's a shame he didn't. Ich sehe da einen Zwang zur Symmetrie. That's neither did you. Ein bisschen habe ich vielleicht auf Symmetrie geachtet, ja. Und ein bisschen. Nämlich an einigen Stellen asymmetrisch. This pain. Absinthe, the preferred hooch of artists. Careful, it packs a pretty powerful punch. I've built up a pretty powerful resistance. Können wir das wieder lassen? Das ist ein bisschen... Danke. Pretentious. Blah, blah, blah. Avant-garde, schmaffant-garde. It's all about two things. Coin and copulation. Natürlich. Okay. Exception true. Would I ever love to meet him? It's a shame he didn't. Need I remind you that neither did you? Die Alkoven einer Frau. Ja, da ist keine Frau. Ah, hier ist eine Frau. Do not disturb. Shoo, shoo. It's the right flower. Of course it is. A Koviri orchid lends just the right contrast to her complexion. Need to talk to your model. It'll only take a minute. To me? Lie still. You may speak, but for love's sake, do not move. Wow. Impressive portrait. I know the style, the stroke. This is Dorian Velez. The gracious lady has heard of me? I've heard Anna Henrietta herself wished you to paint her portrait once. At one point, the palace chamberlain even wrote to me, but alas, ultimately refused my terms. What was the matter? When he learned I only ever paint nudes, he severed all contact. He said he would not dare offend Her Illustrious Highness with such a proposition. I've always longed to paint her. Such a shame. I think you may still get your chance. We came here to meet you, specifically. To meet me? But why? Centrian Noble you came here with. Wanted to ask you about him. Centrian Noble. Ah! You must think I'm Cecilia.
Orchid confused me. I told you not to move! As she concluded her performance, Cecilia tossed the flower into the crowd. I caught it, but I did see the nobleman. Really like to talk to him. What did he look like? Like many here. Tall, dark, masked. Know where he might be now? He gave Cecilia a small gift, a heart-shaped box. Then they strolled off together towards the refreshment tables. Excuse me, madame, monsieur, I cannot work like this. You must leave now. Schön, dass sie mir erzählt, dass er eventuell noch seine Chance kriegt. Ich würde mal sagen, derjenige, der im Palast für den Kontakt zuständig war, hat einen wirklich beschissenen Abend, wenn sie wieder da ist. Hör auf zu schubsen! Mann, ey! Someone left their loot behind. Looks a little like dandelions. This was scratched. Someone beat him with it once. Empty, heart-shaped box. Cecilia must have left it behind. It looks like it held a flask of perfume. A gift from the Cintrian, I imagine. Scent still hangs in the air. Let's follow it. Ja, lass uns einer Geruchsspur folgen. Zum Glück diesmal keine fliegende Geruchsspur. Das macht's einfacher. The Great Poir? But he's a dancer. That's to say, the other Boil. His brother. Im Vorbeigehen erstmal Kräuter mitgehen lassen. Yes? Look, lanterns. They say releasing them brings good luck. Ja, oder es brennt irgendwas ab. Fine. Let's give it a try. Never suspected you believed in such things. Den anzünden? Doch, kriegen wir hin. Wo ist meine Laterne jetzt? Ja, da ist gespawnt. Bye. Gleich schubsen, habe ich gesagt. Ja, wir besprechen nicht darüber. But what if he doesn't come? He'll definitely come. Don't worry. How can you be so sure? Brother dearest, trust me. He promised me. Sorry, only artists in the Mandragora allowed. Come, we must consider what to do. I'd recognize that voice anywhere. You must be mistaking me for someone else. I served 15 years in the palace. Your Grace, I'd not mistake you for anyone. Shh. Not so loud. We are here incognito, on state business. Yes, Your Grace. How may I serve? Wir sind hier inkognito. Erzähl's nicht zu laut. Jawohl. Junge, halt die Fresse. I hope we can count on your discretion. Of course. I shall be silent as the grave. Looking for Cecilia Bellant. Seen her? She's in her dressing room, where she went with a nobleman. They clearly were drawn to each other. What did the man look like? Tall, broad-shouldered, a black beard peeping out from under his mask, and he spoke with a foreign accent, a drawl of sorts. That must be him. We must get to the dressing room, quickly. Yes, Your Grace. I'll take you. No, stay here. Anyone tries to flee, you stop them. Understood. Jetzt geh aus dem Weg. Quickly, upstairs.
Must be Cecilia. No pulse. We're too late. He slit her throat. The brute. Didn't go out the door. Guard would have noticed. Might still be somewhere here. You must find him before he harms another. I shall alert Oriana. At once. She should bring her soirée to a close. Shouldn't split up. Geralt, I will be fine. Go after that rogue. I shall fetch help. Bloody handprint. It's his. Killed her, then went out on the balcony. Oh no. Rip Cecilia. Aber dann für den Loot. Ich meine, was? Erstmal looten, dann Leute retten. Ja. Tore down the door. Made a platform. Clever. Must be pretty strong, too. Abgeschlossen. Must have climbed this ladder. Leiter? Nicht Leiter. Die Leiter. Die Leiter mit dem ganzen Grünzeug. Could still be here. Need to stay alert. Smashed mirror. Someone crashed into it hard, then sank to the floor. Looks valuable, but it's not what he came for. Ja, aber wir vielleicht? Ja, Geralt, ich wollte garantiert das Grünzeug haben. Blood on the window frame. Someone climb out? Fall out? Hier ist es rot. Untersuch's. Sconce is bent. Smeared with blood. Someone try to grab it? Ja, das dann vermutlich, naja. Empty inkwell. Knocked over, turned toward the room. Bloodstains. Links of a snapped chain. Jewel must have been on it. Precious stone. Bloody fingerprint on it. Thief came for this. Must have. Tiny chain links next to it. From a snapped necklace? Seems there was a struggle. Jewelry box. Lock's busted. Picked open, probably. Ah ja, er wollte also eigentlich hier Dinge klauen und Cecilia hat ihn überrascht und deswegen hat er ihr den Hals durchgeschnitten und ist dann weggeklettert und ist aus dem Fenster gefallen. Worden. Hunting knife. Richly ornamented. Used during the fight, probably. Jewel was in the box, it seems. Centurion tried to steal it, but someone got in his way. They fought, struggled, that's clear. Ended with one of them flying out the window. Fall had to have killed them. Jewel's still here, though, so our Centurion must have been the flyer. So, this is the tracker. A witcher, yes? Indeed, this is him. We found the body together. Then he set off in pursuit of the killer. And ended up here, but I've only found evidence of a fight. Seems the Centurions killed his last. Finally failed this time. Shame it happened too late for Cecilia. Poor girl. Always told her she chose her males badly. But I would never have suspected she could arrive with a murderer. I'll alert the staff. Have them see to her body at once. Meanwhile, we should sit. I will tell you everything, in full detail.
ist er da hingekommen, wenn es sich hier unten angebracht wurde? Auf dem gleichen Weg wie ich. Ich bin ihm ja gefolgt. Ist es hier was anderes? I caught him red-handed, attempting to burgle, rifling through my possessions. What did you do? Summon the guards? There was no time. I feared he'd escape, refused to give him the chance. He stood with his back to me, so I attacked. He struck his head on a picture frame as we struggled. He was bleeding, dazed, and then he drew a knife. Everything happened very quickly then. I knocked the weapon out of his hand and pushed him hard. He fell out of the window. Just so. Gut, wir wissen schon, wer ihn umgelegt hat. None too wise picking a fight with an armed robber. Why? Because I'm a woman, in a frock rather than plate. I can take care of myself, I assure you. A hairpin might look like mere ornament, but plunged into an eye, it can be as effective as a blade. Claim the man was trying to rob you when you walked into the room? Yes. He stood over my dressing table, pouring through my jewelry. Mm-hmm. After this is my guess. Picked it up while searching. Why, that's the heart of Toussaint. Oriana, how did you ever come to have it? I bought it, many years ago, from a young woman. Jewel seems important. Why? The heart is an heirloom. It belonged to my family for years. Then it disappeared. I didn't think we would ever recover it. Seems someone is very determined to find it. The thief left his tool bag behind. Found this drawing inside it. Look. The Heart of Toussaint. Representation's pretty faithful. Centurion must have been on a job. Got very clear instructions what to look for. So it is not him we seek, but his employer. Is this the only evidence we found? Also happened on the weapon he attacked Oriana with. Hunting knife. Used to skin game. Got an emblem on its hilt. This crest is used by the Lords of Duntine. The present master of the castle is a passionate hunter. Our next lead, perhaps. Duntine. Remember the place. Abandoned ruin just a few years ago. More recently, the family's last heir, Roderick, returned to his ancestral seat and restored the castle. Know any more about this Roderick? His grandfather was an advisor to Queen Ademarta. The family received those lands as a grant for his service. Roderick is quite the recluse. He avoids society, preferring the company of a small team of knights, though the latter term is imprecise, as they seem more akin to vandals with crests on their shields. Oriana, everything we discussed here, hope you'll keep it to yourself. Counting on it, in fact. Word gets out he, failed in his attempt to steal the jewel. His employer could run. We need to proceed cautiously. Discretion is in the interest of us all. I'll not ask what this is about, just as I expect not to be troubled about it again. By anyone. Forgive me, Madam Oriana, but might I have a word? You must excuse me a moment. Oriana, any thoughts? Few make me feel awkward, but in her presence, I sense anxiety, discomfort. The drawing. It's on the same type of paper the victims' names were written on. Drawn with the same ink, too. Seems the work of our blackmailers. Who were not only behind the beast's murders, but also stole the Sonreal and sought to steal the heart of Toussaint. Look, the wine, the jewel, both tied to you intrinsically. Coincidence? Not something I'm willing to believe. Worried about one thing. That somewhere at the end of this scheme, plan might call for an attempt on your life. It could be something else altogether. My sister, Siana, might be among the schemers.
She left court when we were children. My parents banished her from the duchy. I've not seen her since. Think your sister might be involved? Why? You see, I recall her always being rather possessive, throwing jealous fits if I had something she didn't. Here, that's normal for sisters. Rivalry. True. I suppose I gave as good as I got. There are times I miss that very much. The wine, its theft, was the first clue. That's very much like her. She always did enjoy stealing my toys, but I grew almost certain when I saw the heart of Toussaint. Syanna received it from father as a gift, at a time when my parents thought of her as but an ill-behaved little girl. Someone wanted some of my wine. The same someone ordered our family jewels stolen, or recovered. It's my sister. It must be. A fallen princess satisfying whims, going after lost luxuries? Could be right. What did your sister do to get banished? Syanna was cursed. Parents run afoul of some mage? No. She was born at an inopportune moment. They said she was touched by the curse of the Black Sun. Geralt, is it true? Can an individual be evil because they were born during the wrong lunar phase? Could be the case. Could also be because they were treated like lepers from birth. Isolated, prodded, ostracized. Couldn't have had it easy, Syanna. She was angry at the whole world. She felt inferior, felt pain, though she masked this with confidence, arrogance even. She could also be cruel at times. I recall one such situation. She persuaded Cedric the Coolbird that she could see the future in her dreams. We were children, and Cedric's brother was smitten with me. It was an innocent childhood crush. Syanna knew of it. She told Cedric of a dream she had had, that he would die at the hands of his own brother. Cedric stole his father's sword and killed his brother. She destroyed 2 lives with a prank. Cedric mourns to this day. In the end, they forced her to leave the palace. A decade passed. More. I've missed her terribly since. Your mission has gained new import. You must go to Dun Tine, and if Syanna is there, you must find her. No matter what she did, she is not to be harmed in any way, shape, or form. You must make sure of that. Können wir dafür sorgen oder können wir nichts versprechen? Good evening, Octavius. Welcome. Sind wir mal nett? Später können wir mal drauf laufen. Ja, ich glaube, wenn wir es versprechen, nimmt sie es uns wirklich übel, wenn sie drauf geht. Ach komm. I'll find her if she's there. I hope you do. I very much wish to talk to her. Sister to sister. Your Grace, Geralt, I'd like to introduce... Regis! What a surprise! I had no idea you were in Beauclair. And this is... My very dear friend, Detlaf van der Eretain, an arrival from Nazaire. We are lending our combined resources to the Witch's Hunt. Ah, yes. Splendid. But why are you here at Oriana's? They came to pay me a surprise visit, so I invited Regis in for a glass of wine. We've known each other for... ages. Literally. Witcher, I hear you know Regis too. Even that you are friends.
Seem surprised. Why? I never would have suspected Regis to find common ground with a witcher. Don't be fooled, dear. Geralt has many merits. He merely hides them from the world very diligently. Mm-hmm. You said you're both aiding him with his contract. It involves the Beast of Beauclair, I suspect. Master Witcher, maybe you could satisfy my curiosity. What's it like going toe-to-toe with a monster, knowing you've only two options, to kill or be killed? Despite what you might have heard, I don't lunge at every monster I see sword in hand. Talking gets the job done for some. I wonder what a monster might have to say to you. It might want to apologize. My word. For what might a monster wish to apologize to a witcher? For killing. Though at times there is no choice, when loved ones are at risk and require protection. Same as humans. Put them in that situation, they'll kill too. You understand this. It must be why you and Regis are friends. If I understand you correctly, you would rather help a monster than kill it. If possible, yeah. Or at least try. Enough about the witcher trait for now. Regis mentioned you come from Nazaire. I spent time there as a child. Fond memories? It was wonderful. I was positively entranced by the land's fashions. Deep-cut dresses I found most fascinating. I believe we're running short on wine. I should go to the cellar, bring another bottle. Let me go. Wanna help, Regis? Know your wine a lot better than I know mine. We shall return forthwith. An exceptional conversation, don't you think? Vampires, a witcher, and the Duchess of Toussaint? My. Highly exceptional, Regis. Wanted to talk to you in private. You crazy bringing Detloff here? Geralt, allow me to explain. No, let me explain. He's dangerous, and you were gonna watch him. But that is precisely what I'm doing. Detloff believes you'll succeed in your task, and he'll not need to kill anymore. That is, not until he gets his hands on the men who kidnapped his Renna. Ja, das könnte ein Problem werden. Oriana, she really your friend? Can she be trusted? I met her years ago, before I met you, and before she settled in Beauclair. We'd not seen one another in... I can't begin to tell you in how long. But I shall tell you all about her some other day. Guessing it's no accident you two stopped by. It would be quite some coincidence indeed. No, a dutiful little bird told us. Mm-hmm. Now listen close. Managed to learn where the blackmailers are. They're based at Duntine Castle. That's splendid news. If they are there, Renna must be there as well. Duchess expects we'll find her long-lost sister there too. Thing is, she might be involved. Could be behind the blackmailing. Do you mean to say your task now is to extract 2 women from the castle? Mean to say we can't breathe a word of this to Detloff, who wants revenge above all else. Geralt, you must trust me. I've got a way with... No, Regis. Can't risk it. Gotta keep Detloff here while I go to Duntine. Alone? Alone. That way I can make sure neither woman will come to any harm. I hope you know what you're doing. Fine. I shall see to Detloff. Good luck, my friend. Splendidly, Detlaff. Ah, I'm grateful you brought back those memories. You're back. It took you long enough. Contrary to what common folk believe, choosing a wine is not nearly as easy as it might seem. Especially a wine to be served to 2 exquisite ladies. Regis, gallant as ever. I regret all the more that I shan't finish this second bottle with you. Duty calls. Your Grace, always a pleasure. I thank you for your help. It's been invaluable. Geralt, will you see me out?
You have exceptional friends. This Detlef, an intriguing man to say the least. Don't know him too well. He say much about himself? Not much, but I've a good sense of the true nature of those I meet. I'd not survive a week at court otherwise. So what's his? Sensitive, sad. He carries within him the weight of a terrible tragedy. He is a good man, but lost, which is why he comes across as grim. Didn't expect the evening to end like this. Neither did I. But I have not drawn you out for a romantic stroll. I wish to make certain you know what you are to do. Mm-hmm. Gotta go to Duntine. I've decided my guardsmen will support you. You will meet them at Count Delacroix' mill. It stands along the Saône-Retour River, near the Cockatrice Inn. Captain de la Tour and his men will await you there at midnight. You shall storm the castle together. Ja, stürmen. Gute Idee. Vielleicht sollten wir das alleine klären. Oh, jetzt eine Schwerter wieder. Ja. Triff dich nach Mitternacht mit Damien in der Mühle des Grafen Delacroix. Sir Ravix of Fourhorn! 3 cheers for the tourney's victor! Hip hip hooray! 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 Das war eine Klasse. Es ist Hauptquest. Also, was heißt Hauptquest? Es ist halt nicht Main Game Hauptquest, es ist halt DLC Hauptquest. Ich glaube, wir haben immer noch nur. Ne, wir haben die Stadtsuche dazu gekriegt. Ansonsten, wir haben immer noch nur die DLC Hauptquest. Und ansonsten ist die Karte leer. Also ich würde fast vermuten, dass wir nächsten Sonntag, also jetzt kommenden Sonntag, mit Witcher durch sind. Es wird wieder so eine Leere hinterlassen. Finale? Oh, ja, aber diese Leere. Also das ist halt das in Anführungszeichen blöde, aber auch gute an Witcher. Es ist halt so eine fesselnde Story, so eine fesselnde Welt, dass es halt wirklich schade ist, wenn es vorbei ist. Das ist halt wirklich, es hinterlässt ein Loch. Und da, ja, thanks for the follow. Es noch viele Spiele auf der Liste. Ja, ich weiß. Aber es ist nicht Witcher. Es ist nicht Witcher. Was möchte ich drücken? Das möchte ich drücken. So, schauen wir mal, wer noch da ist. Ich sehe da 3, die noch da sind. Wo waren wir am längsten nicht? Da war vor 3 Tagen, da war vor 19 Tagen, da war vor 14 Tagen. Müssten wir eigentlich dahin gehen. Ja, ich glaube, wir gehen dahin. Wir machen mal wieder einen Ausflug nach Schweden. Oha. Mit Spooky Make. Bin gespannt. Aber bevor wir darüber gehen, ich kann ja schon mal starten. Bevor wir darüber gehen, nein, nicht die normale Weltmeisterschaft. Wenn wir nach Schweden gehen, nehmen wir die schwedische. Vielen Dank für das, was hier heute Abend so abging. Verdammt, sie macht gerade Feierabend. No! Ja gut, dann raiden wir sie nicht. Wenn sie gerade... Dann nehmen wir doch die normale Raid-Message. Ach Mann, oh. Aber da sich gerade alle bei ihr bedanken für den Stream,
wäre das jetzt unschön. Falsche Taste erwischt, wollte den Text öffnen. Ja, jetzt nehmen wir doch Viginox Nachricht. Jetzt geht's doch nach Deutschland. Was genau? Ich frage einfach nicht. Manche Dinge sollte man nicht fragen. Keine Camber krank. Ja, okay. Ein schwedisches Girl? Ja, wir wären zu einem schwedischen Girl gegangen. Zu Lörz. Aber nun gehen wir leider nach Deutschland. Das heißt leider. Wir gehen zu Sully. Aber Sully ist auch cool. Und wir nehmen bitte nicht die Schweden. Das verwirrt ihn nur. Genau, vielen Dank für das, was da heute so abging. So 3 Raids, 3 Subs, 3 Follows. Spannend, alle 3 auf 3. Vielen Dank dafür nochmal. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Ob im Raid. Alter, mein Hirn ist heute kompletter Matsch. Ob im Lurk oder im Chat. Vielen Dank dafür. Genau. Schnappt euch die Raid-Message, die obere für die Subs, die untere für die Non-Subs. Geht rüber zu Sully, reißt ein wenig ab. Wir sehen uns am Dienstag. Da spielen wir irgendwas an. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Mal gucken, vielleicht wenn Tetra bis dahin fertig ist, sein Spiel. Ansonsten überlege ich mir irgendwas. Ansonsten geht es Donnerstag weiter mit Chernobylite und Sonntag mit dem Finale von Witcher. Also, ich vermute, dass es das Finale wird. Wir haben 6 Stunden und wir haben irgendwie nur noch die Main-Questline. So. Aber bis dahin, einen guten Wochenstart. Lasst euch von der Woche nicht ärgern und eine gute Nacht.